Eins, zwei, drei, das ist ein kleiner Testeslauf. Eins, zwei, drei, wir wollen heute Spaß. Jo, mein Chat spinnt, aber ich denke, ich bin live. Ja, einfach mal sagen, ob alles funktioniert, ob ihr mich hört. Oder ich mache mich schnell an. Eins, zwei. Ja, einfach mal sagen. Gut, sollte gehen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ihr hört, aber sollte gehen. Zugriffs Trockenfehler ist abgehört. Ich kann jetzt nicht auf YouTube streamen. Nanu. Oh, Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich noch auf YouTube streamen, doch irgendwie will der nicht. Gott. So. Ach so. Nicht mein Passwort, sondern das wollte er. Jetzt will er mein Passwort. So, falls ihr irgendwelche Klänge habt, die ihr nicht versteht oder irgendwelche Störechos bei mir zu hören sind, dann entschuldigt, ich habe das Fenster offen. Und es könnte ab und zu mal sein, dass noch ein Kater miaut hier und mich belästigen kommt, daher auch nicht wundern. Aber das kriegen wir hin. Ja. So, wir versuchen jetzt ernsthaft. Nee, wisst ihr was? Ich werde YouTube vergessen. Also nee, vergessen werde ich es nicht, aber ich werde nicht auf YouTube streamen, weil ich glaube, zu der jetzigen Zeit ist das, was Streamen angeht in der Schweiz, doch ein bisschen ein Risikofaktor, was die Bandbreite angeht. Aber ich werde den Stream aufzeichnen, Aufnahme automatisch speichern, ja. So, nee, aber ich werde den Broadcast auf Facebook versuchen. Oder? Nee, doch, nee, doch, nee, doch. Sollte ich auf Facebook auch zu sehen sein? Wo weiß ich zwar nicht, aber irgendwo bin ich auf Facebook zu sehen. Oh, nee, stimmt noch gar nicht. Nee, bin ich auch nicht. So, nur auf Twitch. So, ja, was spielen wir denn hier? King of Retail im Early Access noch. So, ähm, King of Retail im Early Access ist es noch, aber es ist schon ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Und wir
Ja, beginnen hier unsere Karriere als Kaufmann. So von einem Laden. Ich habe mal im Offline-Modus das Spiel angetestet, gespielt. Da war ich 11 Stunden dran am Stück mit einem Laden und ich hatte zu Beginn angefangen mit einem Computergeschäft. Das ist in der Karriere nicht empfehlenswert wegen den Kosten, weil man da schon recht ein hohes Budget braucht, weil Rechner und die Sachen, die sind halt schon recht teuer beim Einkauf, bringen natürlich auch jede Menge Geld rein, aber halt der Einkauf, der ist jetzt bei der Karriere, welche wir starten, nicht zu empfehlen, zumindest nicht am Anfang. Man kann einen einen Lebensmittelladen aufmachen. Das habe ich jetzt noch nicht getestet und geschaut, aber das stelle ich mir recht schwer vor, weil ein Lebensmittelladen hat doch sehr, sehr viele diverse Sachen, kleine Sachen. Und zum Anfang würde ich jetzt auch nicht das empfehlen. Nein, ich würde zu Beginn mal einfach einen klassischen Kleiderladen empfehlen und das werden wir dann auch tun. So, beginnen wir mit unserem Manager. Der Name, der bleibt Rantu Baki und der Nachname heißt Letty Play. Letty Play, genau. So. Ich weiß, man sollte nicht aufs Handy schauen, aber so. Gut. Okay, Randobagi Letty Play. Ist auch ein cooler Name. Wir sind männlich, Gesicht. Oh, nee. Was ich halt noch schade finde, ist, dass man den Charakter hier nicht drehen kann. Sonst würden wir hier nämlich die Haarpracht genauer sehen. Aber ich würde mal sagen, dass das schon eher auf mich zukommt. Haarfarbe. Oh, was es da alles für Farben gibt. Jetzt wäre es halt schon schön, wenn man den Kopf drehen kann. Aber es geht ja nicht. Und falls irgendetwas nicht gut ist, Musik zu leise oder Mikrofon zu laut oder das Stream laggt oder einfach schreiben. Augenfarbe. Ist das jetzt blau oder ist das... Ja, also die Charaktererstellung müssen Sie noch ein bisschen optimieren. Na, schon ein bisschen Farbe, nicht so bleich. So, das wäre unser Manager. Ich würde ihn ja gern 380 Grad drehen. Geht leider nicht. Vielleicht implementieren Sie das noch, vielleicht auch nicht. Das ist aber nicht so tragisch, denn jetzt machen wir mal Manager erstellen. Ist der Manager bereit? Bin ich bereit? Bin ich. So, wir wollen nicht ein Unternehmen starten, sondern wir wollen gleich das ganz große Glück nehmen. Und zwar machen wir hier ein Konzern, ein Imperium. Aber ich finde, ich habe das mal angeschaut, wie das ist vom Gameplay-Technischen, beziehungsweise ich habe das mal angeschaut, wie es ist, ähm,
von der Struktur her, von der Game, also Spielmechanik her, weil Unternehmen, da hast du einen Laden, den eröffnest du. Also du kannst eigentlich sagen, Unternehmermodus ist eigentlich der Full-Modus vom Spiel. Da hast du quasi alles, was du im Spiel machen kannst für einen Laden. Beim Konzern, da finde ich es echt cool, dass du da quasi eine Karriere bauen musst. Was ist denn das immer noch da unten? Ja, nein. Ja. Ach so. Ah, ja, super. Jetzt kann ich den nicht mehr ziehen, ne? Ach so. Ja, ist jetzt ein klein bisschen Zirkulation bei mir hier, aber so, jetzt passt's, oder? So. Ja, ich dachte, ich könne den Rahmen auch nach oben schieben, aber das geht leider nicht. Naja, gut. Was macht man in einer Corona-Krise? Man sitzt zu Hause und streamt mal für euch. Einmal wieder. Ich bin auch am Hoffen, dass alles funktioniert. Sieht eigentlich alles noch gut aus. Ja, also eben Konzern, da fangen wir von ganz unten an und arbeiten uns nach ganz oben. Und das finde ich eben super, wie sie das umgesetzt haben. Und wir starten gleich mal hier. Nachricht vom Rathaus. Sehr geehrter Händler, wir haben gehört, dass Sie Interesse daran haben, in unserer Stadt einen eigenen Konzern zu gründen. Bevor Sie das tun können, müssen Sie zu uns kommen, um alles Nötige vorzubereiten. Wir möchten Ihnen heute einige Tipps zum Start geben und auch im Allgemeinen Tipps geben, um Ihnen zu zeigen, was die Stadt zu bieten hat. Also bei der deutschen Übersetzung nicht wundern, das ist von den Playern gemacht worden. Also die Entwickler haben ein Tool aufgestellt, wo man als Spieler quasi bei der Übersetzung helfen kann. Darum kann es möglich sein, dass nicht alles ganz so sauber übersetzt ist. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwelche Sachen seht. Sie können mit der WASD-Taste, den Pfeiltasten oder durch Positionieren der Maus am Bildschirmrand navigieren. Mit freundlichen Grüßen der Bürgermeister und wir würden uns freuen, wenn ihr zu uns kommt und wir Sie ein bisschen darüber informieren können, was man alles machen kann. Okay, so, das wäre die Little, Little Stadt, keine Ahnung. So, also, das ist schon ein bisschen eine sehr abrupte Kurve hier und hier auch. Aber ich finde es eigentlich sau super gemacht schon. Also grafisch ist es natürlich ein Highlight. Das auf jeden Fall nicht, aber gameplay-technisch ist es ein Highlight. Wo sind die Schafe? Okay. Ja. Ähm, hier haben wir die Universität. Hier haben wir Industriegebiet. Hier haben wir, keine Ahnung, auch nicht.
Hier haben wir den Flughafen. Cool. Und hier haben wir die Stadt. Oh, hier haben wir sogar ein Riesenrad. Okay. Ja, ist schon super, also süß umgesetzt. So, das Rathaus. Lassen Sie sich beraten. Dann gehen wir mal zum Rathaus und schauen mal, was die mir so berichten können. Entschuldigung. Also ihr seht schon, wir haben kein Geld. Das heißt, wir fangen wirklich unterst unten an. So, Rezeption. Rezeptionistin. Hallo und herzlich willkommen im Rathaus. Guten Tag. Ich kann mich nicht erinnern, Sie hier gesehen zu haben. Möchten Sie eine kurze Einführung in das, was wir zu tun haben? Ja, bitte. Wie gesagt, ist dies das Rathaus. Wir sind daran interessiert, den Unternehmen der Stadt zu helfen, ihre Geschäfte zum Blühen zu bringen. Dafür haben wir verschiedene Mitarbeiter rund um das Gebäude, die Ihnen behilflich sind und Ihre Fragen beantworten können. Wobei ich muss sagen, Sie sind ja nicht um das Gebäude herum, sondern im Gebäude drinnen. Ja, ein Versprecher von meiner Seite. Sie können Ihnen helfen bei Firmengründung, Grundstückkauf, Baugenehmigungen einholen und. Was so ein Rathaus halt alles für Sie tut. Wenden Sie sich einfach an das entsprechende Büro, um die gewünschte Hilfe zu erhalten. Okay, danke vielmals und eine ziemlich leere Rezeption. Naja, dann wollen wir mal was zu trinken bekommen. Ähm, 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 hallo? 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 Ähm, Entschuldigung? Die Getränkeautomaten gehen nicht. Ja, das wissen wir schon. Es gibt ein technisches Problem. Ähm, Der Techniker ist schon aufgeboten, aber er steckt auf der anderen Insel fest, denn wir haben keinen Techniker für die Loks, Getränkeautomaten. Ach so, okay, ja, dann gehe ich mal dahin. Ähm, ja, also man sieht schon Early Access, ne? Ähm, Guten Tag, wer sind Sie? Für was sind Sie da? Sollten Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen? Sie stehen nur einfach hier so rum. Ähm, ja, Arbeitsberater. Hallo, sprechen Sie mit mir, um mehr über die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Stadt zu erfahren? Erzählen Sie mir von Auftragsarbeit. Sie können einen Vertrag mit einem anderen Einzelhändler in der Stadt abholen. Dies ist eine Möglichkeit, um einen Tageslohn zu verdienen, und Sie erhalten auch einen Bonus nach Abschluss. Ich möchte einen Konzern gründen. Ja, da müssen Sie noch ein bisschen bearbeiten, aber ich glaube, der Schwerpunkt von den Entwicklern liegt momentan auf dem Gameplay, vom Ladentechnischen und nicht von der Karriere oder von den Nebensachen, die man hier machen kann. Aber ich hoffe einfach, dass hier noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und mehr Action und vor allem, dass die Leute nicht hier einfach nur so rumstehen, sondern auch im Büro stehen. Im Büro würde ich mir vielleicht noch einen kleinen Tisch wünschen, wo man dann hinsetzen kann, um ein Beratungsgespräch zu tun. Es ist ja nicht so, dass sie das alles nicht schon hätten im Spiel, aber sie müssten es einfach dann so programmieren, dass man das halt hier jetzt auch machen könnte. Das würde viel identischer rüberkommen. Aber das Ganze ist ja noch im Early Access. Absolut noch keine Finish-Version. Alles ist noch machbar darin, um Verbesserungen zu machen. Erzähl mir von Pop-up Stores.
an den Tankstellen haben Sie die Möglichkeit, einen Pop-up-Laden zu betreiben. Dieses Geschäft existiert nur für 10 Tage. Sehen Sie, wie viel Geld Sie in diesen 10 Tagen verdienen können. Diese Beträge werden gespeichert. Versuchen Sie also, Ihren Verkaufsrekord jedes Mal zu verbessern. Okay. Ja, klingt in erster Linie gar nicht mal so schlecht. Und eben, designtechnisch und so haben sie es eigentlich super hinbekommen. Auch mit der Spiegelung im Glas und so weiter. Nur halt fehlt ein bisschen die Liebe oder die Bewegung, die Action. Das Feingefühl fehlt halt hier noch. Immobilienberater. Hallo, fragen Sie mich, was Sie über den Erwerb von Gebäuden in der Stadt wissen möchten. Erzählen mir von der Anmietung von Gebäuden. Mieten ist der sichere Weg, wenn Sie leicht anfangen möchten. Die einzigen Kosten ist die tägliche Miete und wenn es nicht funktioniert, können Sie den Vertrag jederzeit kündigen. Leider können Sie das Geschäft selbst nicht ändern oder erweitern, so dass Sie mit den vorhandenen Layouts auskommen müssen. Und bei diesen Gesprächen ist auch super, dass man überhaupt solche Gespräche führen kann. Wenn dann nach dem ersten Thema Sie das so würden machen, dass wenn man noch weitere Fragen hat, dass man wieder zurückkommt auf die erste Auswahlmöglichkeit. Also wo man auf den ersten Punkt, wo man dann die Auswahlmöglichkeit hat, dann könnte man nämlich das Gespräch dann weiterführen. So muss man ein klein bisschen weg, nochmal starten und dann kannst du das andere noch fragen. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber das wäre an und für sich, wenn Sie schon einen Dialog drin haben, an und für sich ja nicht wirklich das Schwierige, weil da müssten Sie einfach nur einen Button noch dazu scripten, wo nach der Frage quasi sagt, hast du noch weitere Fragen? Also ich hätte noch weitere Fragen und dann eigentlich nur eine Sequenz zusätzlich, wo Sie dazu programmieren müssten. Aber die Programmierstruktur haben Sie ja rein theoretisch schon. Also das sollte das Kleinste sein. Und ich hoffe, dass Sie da noch bisschen dran feilen an der Karriere. Kauf einer Grundstück ist die teure Ausweg. Also ich hätte jetzt da gesagt, Kauf eines Grundstückes ist die teure Variante. Wenn Sie bezahlen, erwerben Sie das volle Eigentum an dem Gebäude, einschließlich der Baugenehmigungen. Also eben, ihr seht schon, übersetzungstechnisch ist es halt nicht ganz so fein. Aber danke vielmals noch für die Auskunft. Ich werde später vielleicht auf Sie zukommen. So, dann kommen wir noch zu diesem Herrn. Das ist anscheinend der Chef, weil der hat hier einen Tisch und hier ein Zettel, wo nichts draufsteht. Übrigens, die Computer sind auch aus. Und apropos Computer, das ist so ein neumodischer Computer, wo der Bildschirm gleich den Rechner dabei hat. So, Unternehmensberater. Hallo und herzlich willkommen. Meine Aufgabe ist es, Sie bei den verschiedenen Aufgaben zu unterstützen, um ein Unternehmen zu gründen und zu verwalten. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? So, jetzt genau in diesem Moment muss ich sagen, wo man so viel Auswahlmöglichkeiten hat, wäre es wirklich sehr sinnvoll, wenn man nach dem Gespräch zurück könnte auf diese Auswahl, weil
Das müssen wir quasi, wenn wir jetzt alle 6 Sachen oder 5 Sachen machen wollen, müssen wir quasi ähm, jedes Mal die Person neu ansprechen. Ja, erzählen Sie mehr, erzählen Sie mir mehr über Konzerne. Was ist denn überhaupt ein Konzern? Die Konzerne ist, die Konzern ist Ihr Hauptgesellschaft. Dies ist die Firma, zu der alle Ihre Geschäfte gehören werden. Ja. Wenn Sie ein neues Geschäft eröffnen, finanzieren Sie dies aus dem Geldpool Ihres Unternehmens. Wenn ein Geschäft anfängt, Gewinn zu machen, können Sie dem Geschäft Geld aus dem Konzern zurücknehmen. Das ist auch eine komische Übersetzung. Ein gesunder Konzern verfügt über einen großen Pool von Geld, so dass dies Risiko, in einem neuen Unternehmen zu investieren, nicht zu groß ist, wenn die Dinge schiefgehen. Die Anzahl der Geschäfte, die Sie besitzen können, richtet sich nach der Größe Ihres Hauptsitzes. So, das wäre jetzt, also vielleicht gibt es ja hier die Möglichkeit, dass wenn man am Schluss Next drückt, eigentlich man zurückkommen sollte, dann ist das halt quasi ein Bug, wo wir hier jetzt gefunden haben. Oder es ist wirklich so, dass sie das noch nicht äh, gemacht haben, dass man quasi nach dem Dialog wieder zurückkommt zur Auswahldialog. Das weiß ich halt auch nicht. Ja, das kennen wir jetzt. Erzählen Sie mir etwas über Konzepte. Konzepte sind das, was Kunden als Identität eines Geschäftes sehen. Jedem Geschäft muss ein Konzept zugewiesen werden, damit es funktioniert. Ah, ja, Corona-Zeit ist kein Hindernis, um Motorrad zu fahren. Also das heißt, ein Konzern ist quasi eine Muttergesellschaft, kann man sagen, wo quasi einzelne Geschäfte unter sich hat. Das heißt also, man könnte unterm Konzern einen Computerladen erstellen, in einem anderen Geschäft einen Lebensmittelladen, in einem anderen Geschäft einen Sportladen und so weiter und so fort. Das wäre alles dann separate Geschäfte, wo aber unter deinem Konzern laufen. Hat den Vorteil, dass du nicht so einen Mischmaschladen machen musst, sondern du dich in einem Laden wirklich auf eine Richtung konzentrieren kannst. Muss ich sagen, das ist schon ein bisschen einfacher, was das angeht, als wenn man eigentlich einen Lebensmittel-, Kleiderladen und einen Computerladen in einem Laden hat. Da ist die Übersicht, was du alles schon hast und was du noch nicht alles hast, extrem schwer. Es gibt momentan schon recht viel zur Auswahl. IT-technisch muss man leider sagen, dass es da noch nicht viel Verschiedenes gibt. Also Computer gibt es und Mäuse gibt es, aber Tastaturen gibt es nicht, Headset gibt es nicht, Modems gibt es nicht, Bildschirme gibt es nicht. Also ihr seht, da ist noch Luft nach oben, aber das Ganze ist ja im Early Access. Über ein Jahr jetzt schon, aber sie sind wirklich dran an der Entwicklung und ich habe Let's Plays gesehen, also ich habe ein Let's Play gesehen, da war, wie soll ich sagen, da war es eine ältere Version als jetzt und wenn ich diese Version von dem Let's Player anschaue, mit der jetzigen Situation muss ich sagen, das hat sich schon gut entwickelt. Also wurde viel Input
rausgezogen vom Let's Player, wo das Ganze dann, also wurde viel Input von diesem Let's Player genommen und dann umgesetzt. Also ihr seht, die Entwickler, die gehen schon auf Feedbacks ein, und man muss natürlich aber auch die Entwickler darauf ansprechen bzw. anschreiben, sonst bringt es nichts. Und das ist eigentlich immer bei den Spielen so, dass klar, es gibt große Konzerne, Spielentwickler, ähm, wo man, wie soll ich sagen, wo man eigentlich von Anfang an weiß, dass der so groß ist, dass wenn du zu einem Spiel irgendwas dazu schreibst, dann ist es eine Quote von 98:2, dass auf deine Anfrage beziehungsweise dass auf dein Hinweis wirklich Beachtung bekommt. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob meine Katze irgendwas anstellt. Nein. Also eine davon. Habe ja zwei. Nein. Ähm, und drum, aber bei dem Entwickler muss ich sagen, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, dass sie darauf eingehen, denn irgendein T-Shirt ist von diesem Let's Player implementiert worden. Leider habe ich die Let's Plays noch nicht durchgeschaut von ihm, ganz fertig, um zu wissen dann, welches T-Shirt ähm, eigentlich von ihm ist, aber es ist ein Merchandise, die T-Shirt, welches er auch in real verkauft. Und da haben die Entwickler, wurden auf ihn aufmerksam und haben ihm angeschrieben und gesagt, ja, du, wir finden das super, was du machst. Und wir wären auch sehr dankbar, also wir sind auch sehr dankbar für die Werbung und was du alles so machst und tust. Wir würden dir anbieten, ein Merchandising-T-Shirt von dir im Spiel zu implementieren. Ja, also ihr seht, die Entwickler, die schauen schon auch in der Welt rum und schauen auch, was sind die Meinungen der Spieler, und die werden diese dann auch versuchen umzusetzen. Also ja, es lohnt sich also trotzdem, egal wie groß oder egal wie bekannt das ein Entwickler ist, mit diesem in Kontakt versuchen zu treten, weil ich sag mal, die Entwickler sind doch eigentlich angewiesen auf die Meinungen und Feedbacks von Kunden und Spielern. So, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zum Spiel. Bin ein bisschen abgeschweift. Jetzt muss ich noch schnell schauen, was für eine E-Mail das ich da bekommen habe. Keine wichtige, weil ich bin momentan ein bisschen auf Kurzarbeit angewiesen, beziehungsweise hätte nächste Woche Zivilschutzeinsatz gehabt. Da wurde ich doch leider nicht eingeteilt und bin somit beim Arbeitgeber wieder zur Verfügung stehend, und jetzt weiß ich aber noch nicht, wo ich nach der Ostern sein werde. Also, Konzern ist eine Muttergesellschaft quasi, und ein Konzept ist quasi die Struktur des Ladens. Also eben Lebensmittelladen ist ein Konzept, Computerladen ist ein Konzept, Sportladen ist ein Konzept. Ja, und ja, also ihr werdet sehen, aber in diesem Spiel, da können sie noch so viel draus machen. Das glaubt ihr nicht. Das ist sowas von, die Palette ist so immens riesig, was man mit diesem Spielprinzip machen könnte. Also was sie noch rein implementieren können. Zum Beispiel Sportgeräte, ein Fitnessstudio könnte man damit auch machen. Ähm, Der Let's Player, wo ich das gesehen habe, hat auch schon gefunden, ja, so Bänke, wo man hinsitzen kann, oder ähm, so
Spiegel, wo man an die Wände machen kann, wo sich die Leute dann anschauen können. Und ich muss noch dazu sagen, so Umkleidekabinen, das wäre halt schon wirklich really nice, wenn sie das reinbauen könnten. So, erzähl mir mehr von deinem Hauptquartier. Ihr Hauptquartier ist, wo sie ist. Ihr Hauptquartier ist, wo sie verwalten und führen, wo sie verwalten und führen sie ihr Konzern, ihr Konzept und Geschäft, die sie besitzen. Hm. Ja, da passt in der Übersetzung auch irgendwas nicht, aber nicht so tragisch. Die Größe des Hauptquartiers bestimmt, wie viel Geschäfte und Konzepte sie besitzen können. Okay, ja, also ich muss erstmal einen Konzern aufmachen, um das Ganze wirklich zu verstehen, was hier steht. Aber ja, momentan ist es einfach nur eine Info, was gut ist, aber noch nicht schlimm. Jetzt mache ich mal noch einen Werbelink auf Facebook. Ja, Entschuldigung, liebe Leute. Entschuldigung. So. Ja, also weiter. Sie können Ihr Hauptquartier aufrüsten, indem Sie die freien Gebäude in der ganzen Stadt kaufen. Beachten Sie, dass das Hauptquartier eine tägliche Miete verlangt, auch wenn Sie keine Geschäfte haben. Ja. So, jetzt wird es gleich mal rabautisch, weil die zwei Kater, Filu und Balu heißen sie, jetzt gerade ein bisschen, ja, ich würde das jetzt mal behaupten, mit Spielen, aber sie jagen sich gerade, also das heißt, es wird ein bisschen laut. Also, nur falls ihr etwas hören würdet, was nicht ganz in den Stream passen würde. So, der hatte, glaube ich, noch mehr. Haben Sie Tipps, wie ich anfangen soll? Genau, das ist wohl der wichtigste Punkt im Ganzen. Bauen Sie eine solide finanzielle Grundlage auf. Die Eröffnung eines Geschäfts erfordert eine angemessene Menge an Geld. Sie müssen sich Lagerbestände, Artikel und sonstige Kosten leisten. Yep, das ist so. Das heißt, am Anfang, wenn man so wenig Geld hat, sollte man nicht gleich das große Ganze nehmen, sondern Step by Step sich Geld einholen und aufbauen. Sie können Geld verdienen, indem Sie für einige der anderen Einzelhändler in der Stadt arbeiten. Beachten Sie auch, dass es einige Zeit dauern kann, bis ein Geschäft Gewinn erzielt. Sie brauchen auch etwas Geld, um diese Zeit zu überbrücken. Also wenn man von Anfang an im Minus ist, so mit 4.500, dann wird es am Anfang relativ schwer, dieses Geld wieder aufzunehmen. Also ich habe es beim Testspiellauf von dem Konzernmodus habe ich es geschafft, dass ich mit dem dritten Geschäft bankrott war. Ja, ich versuche mal, ich möchte einen Konzern gründen. Großartig, lass uns loslegen. Die Gründung eines Konzerns erfordert eine geringe Gebühr von 500 Euro. Möchtet Sie trotzdem fortfahren?
Ich hab meine Meinung geändert. Jetzt ist halt weiter. Ja, ich habe noch keine 500 Euro. Also, das heißt, ich gehe mal wieder. Tschüss. So, also heißt, wir brauchen erstmal Geld. Um überhaupt ein Geschäft aufzubauen. So, jetzt hat es ja gehießen, weiß gar nicht, stimmt das überhaupt? Naja, auf jeden Fall hat es geheißen, dass wir ja bei unseren anderen Einzelhändlern Geld verdienen können mit Arbeit. Es ist der Clou. Ich habe eigentlich gemeint, das wäre ja cool. Da kannst du quasi als Aushilfsarbeiter dem im Laden helfen und du würdest quasi in einen bestehenden Laden gehen und quasi als ja, Verkäufer oder als Auffüller oder so quasi arbeiten als normaler Arbeiter und würdest dadurch Geld verdienen. Das wäre in meinen Augen eine geile Umsetzung dieses Karrieremodus gewesen. Doch leider muss ich sagen, ist es nicht ganz so. Und ich switche mal auf die Cam ohne. Ja, Moment. Moment. Weil. Hä? Okay. Ja, irgendwie habe ich jetzt gemeint, dass das Bild vom Spiel nicht richtig angezeigt wurde. So, ja, eben. Leider ist es so, dass wir ein Geschäft komplett aufbauen müssen mit dem Startgeld, was der Betrieb uns zur Verfügung gibt. So sehen die Arbeiten aus. So, das erste wäre Billys Outfit in der Woodside Square 7. 100 Dollar, Euro, wie wir es auch immer sehen wollen, verdienen wir pro Tag. Beim Abschluss des Vertrages bekommen wir 500 und die Bevölkerung ist sehr niedrig. Hier könnten wir noch anschauen, was haben wir denn für Bevölkerung? Bauer und Rentner haben wir recht viele und Ökologen, ja, das sind ja, in meinen Augen genau die, die wir jetzt ansprechen sollten. Was beinhaltet denn der Vertrag? Verkaufen. Hemden. Also Hemden müssen wir verkaufen. Unter den Hemden beziehen sich Pullover, Jacken, Hemden, T-Shirts, Hoodies und weiß ich noch was alles. Ziel ist es, 5 Kunden zu bedienen. Und Managerberechtigungen brauchen wir keine Managerberechtigungen, sondern wir können normal den Laden aufmachen. So, unterschreiben wir und wir gehen schon mal in den Ladenbereich rein. Um den aktuellen Vertrag abzuschließen, müssen Sie 5 Kunden bedienen. 0 Kunden bedient. Jo. Nein, wir wollen das Tutorial nicht. So, es ist ein neuer Laden aufgegangen, den wir einrichten müssen. Hier haben wir eine kleine To-Do-Liste. Kaufen Sie eine Liefereinheit, kaufen Sie eine Lagereinheit, Artikel bestellen, kaufen Sie ein Stativ und so weiter und so fort. Ja, das ist so unser Lagerbereich. Das wäre unser Büro, also Mitarbeiterbereich, Pausenraum und so weiter. So, dann wollen wir hier mal ein Paletten nehmen und ja, das wird kein großes.
wird keine große Sache werden. So, nehmen wir gleich mal 2 von denen hier. So, dann Bestellartikel. Wir wollen ja, also hier seht ihr, wir haben Lebensmittel, Elektronik und Kleider. Und eben das Schöne ist, in der Karriere, da musst du dir Step by Step das Ganze freischalten. Und somit fangen wir eigentlich erstmal an mit Hemden. Ja, und ihr seht schon, wir haben von Pullovern verschiedenster Art bis hin zu Jacken verschiedensten Arten, Hemden zu verschiedensten Arten, Pullovern, T-Shirts, Sportartikel, Fun Games, T-Shirts, Polo-Shirts und so weiter und so fort. Also recht viel schon, was hier drin ist. Wir wollen jetzt aber, da wir viel Bauern haben, nehmen wir solche Bauern-Shirts und noch so einen. Und dann nehmen wir noch die klassischen Hemden. So. Wir nehmen aber jetzt noch so ein Pullover und so ein Pullover mit. Plus nehmen wir noch klassische T-Shirts. So. Jeweils 5. 5. 5. Nee, nicht 15, sondern 5. Und 5. So, bestellen wir. Ihr seht schon, wir haben nur noch 9000. Kaufen Sie ein Stativ. Jetzt werde ich aber als erstes etwas Wichtigeres kaufen, und zwar eine Kasse. Und die können wir hier jetzt, ich weiß nicht, wieso, dass ich die jetzt hier an den Eingang stellen will, aber ich will. So, jetzt können wir Anzeige, also ein Stativ für Hemden, und dann nehmen wir so, und so. Und jetzt Marketing Computer. Auch noch. So, okay, dann kriegen wir inklusive Tisch und Stuhl. So, wunderbar. Jetzt Lieferung noch anfordern. Und dann können wir hier schon mal, warte mal. So, ein bisschen verschieben. So, der Lieferant ist gekommen. Der packt gleich mal fast alles da drauf. Nein! Jetzt ist er gegangen. Was für ein Honk. So, ja, der ist noch am Lieferieren. So, ja, 10 Pakete, die kanntest du ja echt. Hättest du noch ein bisschen warten können. So, ich merke schon, wir haben
zu viel Klamotten gekauft, glaube ich. So. Ja, ich habe 4 und 4. Ich dachte eigentlich, ich nehme 2 solche. So, machen wir hier mal alle Hemden drauf. So. Zwei und zwei. Geht doch. So, auspacken. Das geht ja. Du kannst ja auf die, wo an der Wand sind, kannst du zwei verschiedene Sachen drauf machen. So, machen wir hier einen roten Hoodie und einen roten Pullover und ein weißes T-Shirt. Würde ich jetzt mal sagen, kombiniertechnisch würde ich das jetzt einmachen. Und hier würde ich dann quasi einen roten Pullover mit einem schwarzen T-Shirt verbinden. Ja. So, unser kleiner Laden steht. 2050 haben wir noch. Davon geht jetzt noch die Miete weg und dann sehen wir es. So, dann wollen wir mal aufmachen. So, 1000 noch was war die Miete. Jetzt haben wir nur noch 939. Hier sind wir in unserem Büro. In der Regel immer vis-à-vis vom Geschäft. So sieht unser Geschäft aus im Grundrissplan. Klein und fein. Eigentlich sieht so der Startladen. Ach, drehen kann ich auch nicht. Der Startladen im Unternehmensspiel auch am Anfang so aus. So, hier können wir speichern und beenden. Hier haben wir eine kleine Statistik über projizierter Gewinn. Haben wir einen Verlust von 14.000, ist klar, wir haben ja nichts eingenommen. Bargeldumlauf, erwartetes Geld, haben wir das erwarten wir, weil wir haben Zinsen. Ich weiß nicht genau, auf was das die Zinsen, also wir bekommen eigentlich auf unser Geld, was wir haben am Schluss, bevor wir den Tag beenden, bekommen wir Zinsen drauf. Lustigerweise auch, wenn wir im Minus sind, bekommen wir Zinsen drauf. Naja, hier sehen wir, wie viele Besucher das wir hatten. Das Customers weiß ich jetzt gerade nicht. Hitrate, also wie super das war. Artikel verkauft. Basket Size, AVG Source. Das weiß ich alles nicht genau, was es ist, aber nicht so schlimm. Hier haben wir, wenn wir Mitarbeiter hätten wir hier Einsicht über unsere Mitarbeiter, wie fit das sind, Arbeitsplan. Hier könnte man die Mitarbeiter weiterbilden. Das kenne ich absolut nicht. Hier könnte man Mitarbeiter anstellen. Hier haben wir den Computer. Hier haben wir Mindestlager. Hier können wir eigentlich sagen, wir wollen von diesen im Lager oder einfach im Laden mindestens 5. Beinhaltet den Vorteil, dass wir hier bei den Bestellungen können wir entweder gleich machen, wie wir es vorher gemacht haben, normal rüberziehen die Bestellung, oder wir können hier eine Liste erstellen, wo wir zum Beispiel sagen, nur die kommen hier rein, kann man hier drauf und gestreift zum Beispiel, dann kann man das hier rausnehmen, kann man hier das reinmachen und gestreift auswählen und dann hast du automatisch schon alle
Artikel, wo du unter dieser Liste gespeichert hast. Dann hast du noch die Möglichkeit, nur anzuzeigen, was du bestellt hast oder was du im Lager hast. Das beinhaltet auch die Sachen, beinhaltet das, was im Lager ist. Hier heute verkaufte Artikel. Also wenn du nur das bestellen willst, was du verkauft hast, kannst du das hier rüber machen. Hier siehst du den Bestellverlauf. Wenn du das gleiche wieder bestellen willst, kannst du quasi hier einfach das alles rüberziehen und du bestellst nochmal das gleiche, wie du schon bestellt hast. Oder eben, dann hast du hier Bestellen ab Mindestlagerbestand. Hier kannst du quasi, also bestellst du automatisch also automatisch nicht, aber dann bestellst du das nach, was du als Mindestlagerbestand von deinem Laden angegeben hast. Und zwar zählt er das, was du im Laden hast, plus das, was du im Lager hast, zieht er ab von dem Mindestbestandteil, was du im Lager haben solltest. Und wenn da eine Differenz im Minusbereich auftritt, also wenn der Wert nicht höher ist als der Mindestlagerbestand, tut er die Differenz dann zu der Bestellliste dazu. Ist eine coole Sache, was sie hier gemacht haben. Und ist einiges einfacher als die letzte, also als die Version, wo ich gesehen habe beim Let's Player, wo ich das Spiel mal vorgeschaut habe. Also richtig eine coole Sache. Dann haben wir hier Überblick. Hier sehen wir eigentlich, was wir alles haben. Unser ganzes Warenlager oder die ganze Ware, die wir haben im Laden, ist momentan überschaubar. Hier sehen wir, wie viel das wir verkauft haben gesamthaft. Wenn wir nur heute anklicken, sehen wir das vom aktuellen Tag. Wie viel Umsatz das wir gemacht haben, wie viele Artikel das wir im Lager haben. Wieso das der drin ist, weiß ich nicht. Der ist wahrscheinlich, weil er hier drin ist, ja. Nehme ich den wieder raus. Dann ist er nämlich hier immer noch drin. So, also auch das ist drin, was im Warenkorb noch drin ist und noch nicht bestellt ist. Gut zu wissen. So, dann haben wir hier eben auf Lager, wie viel das wir auf Lager haben, inklusive das, was wir im Laden haben. Dann sehen wir hier, wie viel das wir bestellt haben, also wie viel das am nächsten Tag noch kommt. Hier haben wir unseren Kaufpreis, also Einkaufspreis, und hier haben wir den Verkaufspreis. Und hier sehen wir, wie viel Profit das wir bei einem Verkauf des Produkts erzielen werden. Also wir werden 62% plus machen, wenn wir jetzt so ein weißes Shirt. Was mich jetzt noch wundernimmt ist, da kannst du einfach quasi nur das Ganze ein bisschen größer anschauen lassen. Okay. Man sieht, hier kann man das Zeugs auch schön bewegen, wie auf dem PC selbst auch. Und hier könnte man quasi die Verkaufspreise ändern. Das ist echt nice gemacht. Ja. Statistik sehen wir Besucherzahl, um welche Uhrzeit wie viele Besucher plus minus im Laden waren. Momentan 0. Und hier haben wir E-Mails, die wir halt ab und zu mal bekommen. Ja, so, ausloggen. Hier können wir die Öffnungszeiten bearbeiten von unserem Laden. Der ist von Montag bis Sonntag offen, von 9 bis 17 Uhr. Also Wochenende kennt man hier nicht. Hier könnte man noch Werbung schalten und hier macht man dann die Verhandlungsgespräche mit den Angestellten
ob Einstellung oder Lohnverhandlungen. Hier haben wir einen Kalender. Hier sehen wir Ereignisse, die kommen. Es ist nicht ein klassischer Kalender, wo 1., 2., 3., 4. bis 31. draufsteht, sondern er geht dann einfach vom die Tage weiter, 32, 33, aber fängt quasi wieder so einen neuen Monat an. Ja, genau. Und eben hier sehen wir zum Beispiel Verkauf von Fun Games. Fun Games verkauft die 3 ausgewählten Hemden für 2 Tage günstiger. Also, ne, man bekommt Rabatte. Jetzt momentan ist es nicht wichtig, auf den Kalender einzugehen, aber wenn man dann ein eigenes Geschäft hat, kann man so seine Lagerbestandteile doch ein bisschen aufstocken für weniger Geld und macht somit eigentlich auch mehr Profit. Also drum eigentlich immer ein bisschen darauf achten, was im Kalender gerade ansteht am nächsten Tag oder am aktuellen Tag. Sightseeing für Hipster-Segment. Eine Touristengruppe von 20 Personen besucht ihre Region ab 11 Uhr aus dem Hipster-Segment. Jetzt weiß ich nicht, ob das heißt, dass quasi an diesem Tag 20 Personen in deinen Laden kommen oder zu deinem Laden kommen aus dem Segment Hipster, oder ob das soll heißen, dass 20 Personen in die Stadt kommen und es könnten mehr Personen dadurch in deinen Laden kommen. Ich glaube eher, es heißt, dass 20 Personen in deinen Laden kommen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe gerade meinen Kater angeschaut. Der hat so komisch reingeschaut. Und jetzt geht er aufs Bett liegen. So, Demonstration führt zu einer Erhöhung des Arbeitersegments für die Stadt während dieser Ereignisse. Aber wenn Sie demonstrieren, gehen Sie sicher nicht arbeiten. Und hier haben Sie nochmal eine Sightseeing-Tour mit Hipster. Ja auch, mein Gott, die sind ja viele unterwegs. Naja, und hier können wir den Tag quasi beenden. So, abschließende Zahlung. Bekommen wir Zinsen. Entweder müssen wir Steuern zahlen oder Zinsen. Da wir jetzt mehr Ausgaben haben als Einnahmen, haben wir logischerweise keine Steuern zu zahlen. Dann haben wir hier den Gesamtgewinn von unserem Konzern. Wir haben 0 Gewinn gemacht in 0 Geschäften, haben ja auch noch keine. Und dann können wir hier nochmal zurück zur Stadt gehen, um zu schauen, ja, was es so Neues gibt oder so. Oder wenn du den Laden wechseln willst, wenn du mehrere Läden hast und in einem anderen Laden was schauen willst oder so, kannst du das tun. Oder wir haben hier keinen Laden, sondern wir haben einen Laden, den wir eigentlich beaufsichtigen müssen, und zu dem gehen wir jetzt. So, Billys Outfit. Und was ich noch ein kleines Manko finde, ist, die Gegenden vom Laden, die sehen plus minus immer gleich aus. So, die Dekoration, also die Einrichtung, kann man natürlich auch ändern, aber da das nicht unser Laden ist, werden wir da auch nichts ändern. So, jetzt machen wir hier mal die Kasse an, damit sie aufstarten kann. Und das ist auch cool, was sie hier auf dem Display gemacht haben, denn jetzt willkommen Randobaki. Und wenn jemand was kauft, wirst du hier quasi immer den Betrag gesehen. Also richtig cool. So, wir können natürlich auch raus. Und der Laden ist jetzt offen. Und wenn wir Werbung wollen machen
oder Leute wollen in den Laden bekommen. Stellen wir mal hier raus und schauen mal Richtung Laden und machen quasi so ein bisschen Werbung. Guten Tag zusammen. Billy's Outfit ist heute neu eröffnet worden. Schauen Sie mal rein, gehen Sie rein. Sie haben eine Frage. Haben Sie Interesse an Hemden? Na dann, wir haben Hemden. Ach, habe ich Sie nicht überzeugt? Ja. Oh, ich muss an die Kasse. Haben Sie Interesse an Hemden? Ja. Und ja, pfeift nicht. Ja, super, komm rein. Ich komme, ich komme. Guten Tag. Darf es nur dieses Stück sein? Also schaut mal auf die Kasse. 90, Dankeschön, tschüss. Oh, Moment, ich komme. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen, was das für ein Laden ist? Wir verkaufen Hemden und T-Shirts. Ach, kommen Sie. Hier können wir Selbstverhandlungen machen. Ja, ich komme. Das ist, wenn man Zeit hat, kann man das natürlich machen. Also wenn man Mitarbeiter hat, kann man das natürlich machen, dass man das noch so manuell macht. Wenn es schnell gehen muss, mache ich es aber lieber so, dass ich das Ganze schnell verhandeln mache. Wir verkaufen Hemden. Hemden interessieren dich momentan nicht. Ja, können wir aber ändern. Und auch überzeugt. Wunderbar. Man muss einfach die Geduld von den Kunden ein bisschen überstrapazieren. Und dann entscheidet sich, ich habe kein Material im Lager, oder? So. Oh, draußen steht wieder jemand. Guten Tag. Oh, ähm, da will jemand eine Hilfe. Ja, komm. Ich komme. Ah, jetzt bin ich. Nimm den. Der ist super. Ich komm. Ach komm schon, der steht dir. Nicht dein Stil, ne? Entschuldigung, bin schon da. So, wir haben ja nichts im Lager zum Auffüllen. Das heißt also, wir können auch nichts machen. Unser Laden verkauft Hemden. Interessiert Sie nicht? Na, interessiert sich wirklich nicht. Ja, ich komme, nicht pfeifen. Guten Tag. So, 80, 90, 90. Und das ist auch cool. Hier, wenn man dann Schuhe und so weiter verkauft, steht hier Schuhe 90, Hemden, also hier, Hemd 90. Wenn er jetzt noch was gekauft hätte, dann hätte man was anderes noch gesehen, ein anderer Betrag. Aber ja, wir haben 5 Kunden bedient. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wiederzusehen. Und wir haben den Vertrag erfolgreich beendet. Einen Tag haben wir gebraucht, haben wir 100 bekommen, plus noch 500 als Bonus und somit hat unsere Firma, also unser Konzern, jetzt ein Budget von 600 Dollar. So, die Universität. Nehme Kurs hier. Urlaub endet in einer späteren Version. Das ist auch cool. Gehe zum Gebäude. Haben sie wirklich einen Vorleseraum gebaut. Also echt cool. Ich bin echt mal gespannt, wie das dann ist mit der Weiterbildung. Ob wir uns selbst auch weiterbilden können. Ja, das wäre die Stadt. Und ich speichere jetzt einfach mal, weil jetzt gehe ich schnell AFK und dann sehen wir uns gleich wieder. So.
Bin gleich wieder da.
So, bin wieder da und ja, der Schwanz von meiner Katze war auch hier. Hm? Nein, das Kabel sollst nicht bissen. In das Kabel sollst nicht bissen. Nein, 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 nein. So, jetzt sind wir gerade mal aufgehalten worden von unserem Fido hier. Der schmust sehr gern. Und was macht ihr so an einem Corona-freien Wochenende? Naja, gut. Was macht ihr so an einer Ostern mit Corona, Pandemie, Alarm? Feiert ihr Ostern oder nicht so? So, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der Filu, der ist gerade am Genießen. Nee, ich glaube, ihr hört es nicht, oder? Also ich weiß es nicht. Sein. Und ich begrüße noch zusätzlich die liebe nette Sarah Vial. Läuft momentan gerade nichts auf meinem Stream, aber das ist der Katze ihr Schuld. Mhm. Weil wenn ich sie jetzt nicht streichle und das braucht sie, dann, wie soll ich sagen, dann ist sie traurig. Ja, ja. Ach, ihr müsstet sie jetzt sehen. Ganz verschmust ist sie. Ja, 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 ja. Also ich bin echt froh, dass wir jetzt zwei Katzen schon längere Zeit haben. Ist einfach schon ein wunderschönes Geschöpf. Aber immer wenn ich am Zocken bin, dann kommt er und hält mich auf. Das ist nun halt so, dass wir jetzt hier im Livestream das halt gedulden müssen und mit dem Streamen halt ein bisschen Pause machen müssen. Ich meine, das Spiel, das läuft ja zum Glück nicht weg. Also wir haben kein Laden am Laufen, beziehungsweise wir sind nicht in einem Laden, wo die Kundschaft dann kommt, weil dann hätte ich keine Zeit, um mich um den Kater zu kümmern hier. Aber wir sind ja hier jetzt quasi im No-Timing-Sektor. Das heißt, wir haben genug das Zeit. Ich nicht ganz verstanden. Ja, ich habe dich auch nicht verstanden, liebe Bixby. Ja, also Handy ist eigentlich lautlos, also wundert euch nicht. Liebe Sarah, ich habe eine kleine Frage, Feedback-technisches Metier. Ist das Mikro zu laut oder zu leise oder ist es super so? Naja, Musik kann ich noch nicht sagen, weil Musik haben wir noch keine. Außer dem Tramverkehr draußen und dem verschmusten Filo, wo ich hier am Schoß habe. Ich würde ihn euch ja gern mal zeigen. Warte mal, ich weiß nicht, geht das? Nee, geht nicht. Der blendet das aus, weil es weiß ist. Geht nicht. Also, nee, weiß ist. Ja, bei wenig Leuten im Chat kann man den Slow-Modus rausnehmen. Ähm, ähm, so, jetzt sollte es eigentlich schneller gehen. Entschuldigung. Da ich eigentlich, wenn ich am Streamen bin, sowieso keine Zuschauer habe, ist mir das halt nicht aufgefallen. Jetzt geht's hier. Zack, zack, zack. Aber nicht den Chat voll spammen.
So, ja, die Katze konntet ihr ja nicht sehen, weil ich hier mit dem Webcam-Programm, was ich hier im Laufen habe, natürlich den Hintergrund ausblende äh, und der natürlich der Fokus auf mir liegt. Und ja, aber das ist nicht so schlimm. Ja, 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 ja. So, ich sollte mal wieder was für meine Zuschauer tun. Mhm. Schau mich nicht so an. Nein, schau mich nicht so an. Kannst hier weiterhin auf meinem Schoße liegen bleiben und weiter schlafen. Nur halt ohne Streicheleinheiten. Also entweder, wenn ich jetzt aufhöre, kommt er entweder hoch auf den Tisch, wo die Tastatur steht. Bringen wir alles in die Sicherheit. Und liegt dann so ja, äh, zwischen Tisch und Bildschirmstand. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Und liegt denn da. Das heißt, also, wenn ich jetzt im Chat wäre und er über die Tastatur läuft, dann würden komische Zeichen zustande kommen. So, ähm, Streicheleinheiten fertig. Das ist halt im Livestream so, dass man halt ein bisschen. Oh, auch gut. Nein, also nicht gut. Nee, also es ist halt im Livestream so, dass man halt solche Zwischenfälle hinnehmen muss. Die kann man nicht rausschneiden oder sonst was. So, wir sind ja immer noch hier auf dem Weg zu unserem Konzern, brauchen aber Geld. Wir haben jetzt einen Laden, also einen Auftrag erfolgreich getätigt. Dann gehen wir zu diesen Herren on a budget, mein Gott, on a budget an der Moorstraße 14. Bin ich jetzt echt gespannt, wie die Gegend da ausschaut. Da bekommen wir pro Tag 500 Dollar, Euro, Franken, chinesische Yen, keine Ahnung. Und beim Abschluss verdienen wir 5000. Das ist schon mal ein bisschen ein Anfang für unser Konzern, aber immer noch natürlich zu wenig. Wohngegend sehen wir ja hier, ne? Nicht viel los, darum sehr niedrig. Was haben wir hier? Arbeiter hätten wir, Bauern und Rentner. Ja, das sind so die drei Kategorien, wo wir hier haben. So, was müssen wir denn machen? Verkaufe Hemden und Schuhe. Ziel: erzielen Sie einen Umsatz von mindestens 10.000. Managerberechtigung brauchen wir keine. Somit können wir hier unterzeichnen. So, gut, gehen wir mal in den Laden. Schauen wir mal, was wir tun müssen. Um den aktuellen Vertrag abzuschließen, müssen wir 10.000. So, okay. Nee, also das ist das Traurige, was ich finde, ist, dass sich die Gegend um den Laden rum nie ändert und eigentlich der Laden von der Bauart sich vielleicht ändert und von der Dekoration her ändert, aber sonst eigentlich auch immer am gleichen Ort steht, ja, optisch gesehen. Bei dem Laden haben wir nur jetzt dieses schöne Zeugs. Und zwar, dass wir hier eigentlich schon einen bestehenden Laden haben und den quasi jetzt in der Ferienzeit halt übernehmen müssen. Dann haben wir hier Artikel, die wir hier draufsetzen können. So, dann füllen wir mal diesen Stock auf. Also das Spiel ist wirklich echt klasse gemacht und den Karrieremodus habe ich erst heute eigentlich getestet und habe gefunden, boah, das ist ja so cool umgesetzt. Bei dem Spiel geht es darum, ähm,
Einkaufsläden zu bauen. Und du hast eigentlich zwei Spielmodi, entweder eben Konzernmodus, das ist quasi der RPG-Modus, da fängst du quasi bei Null an und arbeitest dich hoch. Ich habe gar keine Bestellung. Oh, naja, gut. Schauen wir mal den ersten Tag, wie das läuft und dann kommt das gut. Und das andere ist Unternehmensmodus. Das heißt, du baust quasi schon deinen eigenen Laden ähm, und kannst quasi nur den Laden ähm, nehmen oder machen. Ähm, Wie sich jetzt die Karriere genau verhält oder so, das schauen wir uns ja an. Und ja, Sarah, du hast es richtig erkannt, quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, genau. So geht die Richtung, genau. Am Anfang hast du ein Budget von 0,0 und musst halt so Jobs erledigen oder Verträge erledigen, wo dann quasi du dir das Geld auf die Seite schaffeln kannst, um ähm, ja quasi super, um quasi ja deinen Traum von einem eigenen Einkaufszentrum zu bekommen. So, ähm, dann nehmen wir mal, nee, weil mal soll ja, also nee, Quatsch. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal den Gaming Pullover, einmal 5. Dann nehmen wir dieses coole Shirt, das gefällt mir auch cool. Dann nehmen wir noch hier so ein rotes Poloshirt, dass wir ein bisschen Farbe im Laden haben. Und dann nehmen wir noch ein Poloshirt für Frauen. So. Also eben grafisch ist es natürlich jetzt kein Burner und äh, von den Bewegungen und der Spielfiguren und so auch natürlich nicht eine gigantische Sache, sage ich jetzt mal. Aber vom Game-Prinzip her ist es schon etwas Cooles. So, dann nehmen wir hier die Sommerland-Sandalen hier plus noch solche roten Schuhe. So, also wir sehen, wir haben 30 Einheiten, die wir jetzt bestellen für 2200 Franken, Dollar, Euro. Ich weiß immer noch nicht, welche Währung das wir jetzt nehmen. Und hier könnten wir jetzt quasi die Bestellung abgeben, beziehungsweise hier könnten wir die Bestellung speichern. Ich zeige jetzt aber euch das Mindestlagerbestand-Tool. Und zwar haben wir hier diesen Pullover hier. Ich ziehe jetzt erstmal alles da rein, was wir im Einkaufswagen jetzt haben. Schade finde ich, dass man das nicht vom Einkaufswagen auf diese Liste rüberziehen kann. Es wäre ein bisschen einfacher. Also einfacher, nein.
wäre schöner. Man könnte ja auch die Liste speichern, ne? Das wäre ja ein... Entschuldigung. Man könnte ja die Liste speichern, damit man quasi immer diese Menge bestellt. Beim Mindestlagersystem geht es ja darum, dass man immer, also dass man mindestens immer die Menge da hat, wo man jetzt hier eingibt. Und darum finde ich das System eigentlich super gut. Ich mache jetzt hier überall eine Menge von 5 rein. Für diesen Laden ist das durchaus ausreichend. Der ist ja noch nicht so groß. So, das haben wir, müssen wir auch nicht speichern. Das ist gespeichert. Zack. Und wenn wir jetzt quasi, nein, machen wir jetzt nicht, bestellen, klicken, bestellen wir es. Und wenn wir dann jetzt Bestand bestellen würden machen, könnten wir dann die Artikel automatisch bestellen, die zu wenig im Lager sind. Da wir jetzt aber schon 5 Artikel im Laden haben, haben wir ja die Mindestanzahl schon erfüllt und somit können wir die ja nicht bestellen. Manuell kannst du immer bestellen, aber halt auf die schnelle Variante, wenn du wirklich dein ganzen Bestand, den du im Spiel hast oder in deinem Laden hast, im Bestellmengen Lager, Mindestlager haben willst, ist das die schnellste und einfachste Variante. So, E-Mails haben wir keine, der Rest haben wir vorhin schon angeschaut. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt. Haben wir noch auf dem Kalender, was haben wir denn? Bauern kommen morgen in die Stadt. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wie der Tag anbricht. Irgendwo haben wir auch noch Musik oder auch nicht. So, wir haben Zinsen. Ah, ja, wir haben schon die ganze Zeit Musik. Man müsste nur das Headset einschalten und nicht auf Stumm schalten. Also, ne? Ja, Geld in dem Konzern haben wir 1100. Habe ich jetzt schon für diesen Tag Geld bekommen, also. Glaube ich ja, ne? Naja. So, okay. So sieht der Laden aus, wenn es dunkel ist. Ne, wenn er zu ist. Also haben wir richtig cool gemacht. So. Wir bekommen ja eine Lieferung. Hier kommt sie. Guten Tag. Lieferung, Dankeschön. Ins Lager damit. Auf das Ballett, genau. Oh, scheiße. Oh, doch. Hat gepasst. Cool finde ich, dass man dass man was am Machen ist, ähm, man nichts anderes machen kann. Also cool, ja. Also nicht so welche Menüs aufrufen oder so. So, Schnellmodus. Der Laden ist geöffnet. Wie viel gehen da? Ah, 30. Super. Lager ist auch gefüllt. Jetzt machen wir die Kasse hier noch auf, wenn der Laden schon offen ist. Guten Tag. Schuhe, ja, hinten im Eck können Sie schauen. Bei Fragen einfach sich melden. Danke. So, ein bisschen rausgehen, Werbung machen. Oh, haben Sie nichts gefunden? Naja, das nächste Mal vielleicht. Tschüss. So. Ah, der Laden ist Ihnen noch nicht aufgefallen. Ja, wir verkaufen Hemden. Das ist, was Sie interessieren könnte. Ich habe keine Zeit, aber ich mache das mal schnell mit, schnell überzeugen. So, guten Tag zusammen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie. Ich bin draußen und nehme die Fragen der Passanten entgegen. Wir verkaufen Schuhe. Können Sie ihnen ansagen? Na dann konnte ich doch nicht überzeugen. Oh, nicht pfeifen, ich komme. Guten Tag. Wow, der Laden ist ja schon pumpevoll. Jetzt sieht man vielleicht, nee,
Nee, der hat auch nur einen Artikel. Ja, in seinem kleinen Laden ist es normal, dass die Leute nur einen Artikel haben. Und cool finde ich, dass die Tragtaschen, die sie raustragen, die gleiche Farbe haben wie die Firmen-Outfits. Oh, guten Tag, der Herr. Wir verkaufen Hemden. Ja, dann, so, wir machen das mal. Es geht darum, eigentlich hier einen guten Wert zu bekommen. Oh, habe ich auch nicht geschafft. Naja. Oh, Entschuldigung, ich komme. Sie haben hier einmal Schuhe für 170. Dankeschön. So, dann wollen wir hier mal auffüllen wieder. Hä? Guten Tag zusammen. Hier machen wir einen kleinen Misch. Ja, ich komme. Kleine Geduld. Komm gleich. Ja, ich komme auch gleich. Ja, Moment. Ich komme. Guten Tag. Ihnen würde ich dieses empfehlen. So, ich muss schnell machen. Wunderbar. Ich konnte Sie überzeugen. Ich komme. Guten Tag. Ach, richtig stressig so als Ladeninhaber, wenn man alleine ist. Schuhe, ja, hinten im Eck. Gehen Sie nur vor. So, die hatten ein Hemd für 240 gekauft. Ja, ich komme. Was haben Sie denn für ein Problem? Schuhe. Ich brauche dringend. Ja, dann. Wir haben welche, die wir empfehlen können. Halt, guten Tag. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ja, wir verkaufen Hemden. Ja, wir wollen mal hoffen, dass wir was haben. Nein, haben wir nicht. Tut mir leid. Tschüss. Oh, die Flipflops, die Badesandalen da, die gehen ja wie nur was. Die gehen ja nur wie nur was. Ich weiß nicht, sind das Flipflops? Nennt man die Flipflops? Guten Tag. Okay, tschüss. Hallo? Haben Sie etwas mitgenommen oder einfach nur nichts gefunden? Ah. Oh, guten Tag. Ja, wir verkaufen Schuhe, exklusive Badeschlappen. Sicher etwas für Sie dabei. Oder auch nicht. Na. Guten Tag. Uns noch nie gesehen. Wir verkaufen Hemden. Ja, da haben wir sicher was dafür für Sie dabei. Ja, schauen Sie mal rein. Genießen Sie den Aufenthalt. Hallo, grüß Gott. Hallo, Honor Batsch, Budget. Hallo, Honor Budget, neu eröffnet. Kommen Sie herein, schauen Sie durch. Ja, guten Tag, schauen Sie mal. Ich komme. Guten Tag, haben Sie was gefunden? Ein paar Schuhe. Oh, Flipflops sehe ich, jawohl. Und Sie ein Hemd, das ist wunderbar. Und Schuhe auch noch. Habt ihr es gesehen jetzt hier? Der hat ein Hemd. Ja, ich kann nicht dran zoomen. Das ist, ne? Guten Tag. Oh, halt, Moment. Ja. Ja, wunderbar. Guten Tag. Sie haben uns auch noch nicht, kennen uns noch nicht. Wir haben Schuhe. Flipflops. Sicher etwas für Sie dabei. Ah, ich komme. So, der hat, glaube ich, ein Hemd. Nur ein Hemd, okay. Ja, dann wollen wir doch mal die Hemden wieder auffüllen. So ein Mischmasch machen. Was? Ja, ich komme. Entschuldigung. Guten Tag, haben Sie auch was gefunden? Ein Hemd, ja, das macht 170. Guten Tag. Schuhe, oh, ja,
170, Dankeschön, Grüß Gott. Sie haben auch Schuhe gefunden? Ja, 250. Boah, sind die teuer, die Flipflops. Grüß Gott, ein Hemd für 300. Sehe ich das richtig? 340 und Schuhe für 250. Ja, das macht dann 560, 550. 830. Mein Gott. Wie viele Schuhe hat denn der gekauft? Also solange wie der eingetippt hat, sicher viele. Ja, Moment, ich komme. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, was Ihnen gepasst? Hier, das Schwarze hier, würde ich so empfehlen. Ja, ich komme. Ja, sag ich doch, nehmen Sie eins. Und vielleicht noch was anderes für Ihr Sohn zu Hause. Grüß Gott. Sie haben Schuhe? Ja, haben wir. Ja, genau, nehmen Sie noch ein paar Schuhe mit. Flipflops für im Strand, am Strand. Mensch, ich kann nicht mehr sprechen. So, haben Sie was gefunden? Einmal das Hemd, ja. Und noch ein Hemd, ja, wunderbar. Wunderbar, haben wir doch alles glücklich gemacht. Grüß Gott. Guten Tag, Sie kennen uns nicht. Wir haben Hemden. Das interessiert Sie momentan nicht. Wie sieht's mit den Schuhen aus? Ach, Schuhe vielleicht. Ja, dann schauen wir mal. Wunderbar, schauen Sie mal, was wir haben. Vielleicht finden Sie ja noch was. Das sind Hemden. Die Schuhe sind hinten im Eck. Genau da. Momentan haben wir nur 2 auf Lager. Halt. Hm. Grüß Gott, Sie haben uns auch noch nicht gesehen. Ja, wir verkaufen Schuhe. Das interessiert Sie nicht. Ja, wie sieht's denn mit Hemden aus? Ganz coole Exemplare haben wir. Ja, schauen Sie mal durch. Guten Tag, ich komme. Grüß Gott. Ja, super, wenn der Laden zu ist, mache ich Werbung. So, der hat Schuhe gefunden. Wunderbar. Schuhe habe ich keine mehr. Und ja, ist alles. Ist ja alles. Ist ja alles super. Das Spiel macht echt Spaß. Kaffee haben wir auch keinen. Naja. So, wie schaut's denn mit dem Vertrag aus, okay, den wir hier hätten? 5.430 haben wir jetzt eingenommen. Fehlen noch 4.570, die wir einnehmen müssen. Ja, das machen wir. Oh, machen wir mal die Kasse zu. Wollte ich eigentlich. Konnte ich nur nicht. Ach so. So, ja, Miete haben wir gezahlt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Entschuldigung, also die Spiegelungen sind ja an für sich schon recht cool. Nur zum Teil einfach ein bisschen übertrieben, aber das, das hier sehe ich jetzt das erste Mal mit, mit dem Licht vom Bildschirm. Das habe ich das erste Mal gesehen. So, hier sehen wir, wie der Laden ausschaut. Da drüben ist der Laden, also wenn jemand einbrechen will, keine Chance. Ich weiß nicht, so im Multiplayer. Nee, nee, das Spiel könnte ich mir jetzt im Multiplayer jetzt nicht vorstellen. Ich wollte sagen, so im Multiplayer, wo verschiedene Firmen, also verschiedene Spieler in einer Stadt einen Laden führen und konkurrenzfähig dir gegenüber sind. Ja, nee, kann ich mir jetzt in diesem Spiel jetzt definitiv nicht vorstellen. Günstige Reisen GmbH. Touristen in der Stadt. Hallo, on a budget. Wird das scheiß ausgesprochen, Mensch. Unsere Reiseunternehmen bietet Touristen an, diverse Sehenswürdigkeiten in ihrem Land zu besuchen. Gute Nachrichten, morgen haben wir eine Reise in Ihre Stadt geplant. In der Regel planen wir verschiedene Stationen des lokalen Einzelhandels zu besuchen, aufgrund ihres ansprechenden Sortiments. Ansprechend. Ich habe genau 2 Paar Schuhe und 4 verschiedene
Momentan 8 verschiedene Kleidungsstücke. Ansprechendes Sortiment. Okay. Ist die Wahl auf Ihr Geschäft gefallen? Wir kommen morgen um 12 mit ca. 20 Bauern. Ich müsste jetzt noch wissen, was Bauern anziehen. Was haben Bauern für Kleidung? Ach, das sind auch so Hippies, Hipster. Ähm, ja, oder? Brauchen wir noch irgendwas? Haben wir hier Bergschuhe? Also so Schuhe für. Doch, komm. Wir könnten noch solche dazu nehmen, ne, für die Bauern. Und Hemden, Hemden. Hemden nehmen wir noch solche zwei mit. So, mal schauen, wie viel Geld das wir jetzt noch haben. 10, 9.000, ja, das sollte eigentlich gehen. Dann könnten wir versuchen, im Laden noch ein bisschen was auszubauen, regaltechnisch gesehen. So, Steuern, weil wir ja Einnahmen hatten. Und die Zinsen haben die Steuern leider nicht übernommen. So, am beliebtesten waren ich nenne sie jetzt mal Flipflops. 7 Stück haben wir verkauft. Dieses T-Shirt war auch erfolgreich. Ja, kein Problem, Sarah. Viel Spaß noch. Tschüss. So, die grünen Schuhe haben wir auch gut verkauft. Was ist denn das? Laden an der Ecke. Ah, attraktiver Kiosk. Das sind die Läden, wo wir freischalten. Oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung. So, 1600 haben wir schon als Firmenbudget. So, währenddem das Material kommt, werde ich mal hier schauen, ob ich noch so einen... Scheiße, bekomme ich gar nicht hin. Hier habe ich mir gedacht, zwei solche. Verdammt, das kriege ich gar nicht hin. Was? Ähm, nicht so schnell. Ja, ja, ich komme. Äh, Grüß Gott, haben Sie was gefunden? Grüß Gott, haben Sie auch was gefunden? Ich konnte die Lieferung noch gar nicht auspacken, Mensch. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Grüß Gott. Ja, ich wollte eigentlich auspacken. Neue Ware und so weiter. Ist jetzt das die gewesen, wo es gegangen ist oder die, wo gekommen ist?
Ja, der schreit dann schon. Ich bin hinten im Lager, ich komm gleich. Das Auspacken braucht schon eine Ewigkeit, Mensch. Ne, das war ja die Woche. Guten Tag. Ja, gleich hier. Oder so. Ähm. Ach, ich brauche ja. Ja, ich komme. Entschuldigung. Ich komme, ich komme, ich komme. Mein Gott. Ich komme, Moment. Also jetzt haben wir 12 Uhr. Es sollten eigentlich 20 Leute hier hinkommen. Ja, komme gleich. Guten Tag. Ja, den kann ich wirklich empfehlen. Der ist pflegeleicht und... Wo sind denn die 20 Leute, die hier reinkommen sollten? Ah, hier. Guten Tag zusammen. Wow. Was? Help. Scheiße. Wie soll ich denn das machen, Mensch? Lass mich mal durch. Wo denn? Hallo? Ah. Nimm den. Wunderbar. Mein Gott, ich bin im Stress. Ah. Schuhe. Schuhe. Come on. Ah, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ein Kunde, der nicht zufrieden war. Ja, jetzt wirst du gerade dran gekommen. Mensch. Also, wenn 20 Leute in einem Laden sind, du bist komplett alleine, da bist du ja schon ziemlich alleine aufgeschmissen. Ja, kannst auch gleich am Arsch von der Welt warten. So, komm rein. Guten Tag zusammen. Ja, ich komme. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Das steht Ihnen auch. Beste Ware. Grüß Gott, Sie haben ein Hemd gefunden und noch irgendwas anderes. Ah, ich wollte doch gleich kommen, Mensch. Guten Tag. Sie haben ein Hemd gefunden. 240. Sie haben ein Hemd gefunden. Und Schuhe dazu. Das freut mich. Ah, ja, wir verkaufen Hemden. Nicht so interessiert, aber Schuhe auch nicht. Aber Hemden, für das können wir Sie sicher überzeugen. Oh, ganz, ganz knapp an der Grenze. So, Hemden. Habe ich eigentlich irgendwas noch im Lager? Ja, was denn? Schuhe und Flipflops.
Flip-Flops könnte ich. Ja. Guten Tag. Schauen Sie sich um. Hemden und Shirts und so weiter liegen da und da. So, Feierabendstimmung hier, hä? Guten Tag, wir haben Schuhe und Hemden. Moment, ich komme gleich. Guten Tag, Sie haben Hemd gefunden und nochmal ein Hemd, jawohl. Und noch ein Hemd, wow. Guten Tag, Sie haben ein Hemd gefunden. Wunderbar, freut mich, viel Spaß damit. Oh, komm schon, ein Verkauf noch, ein Verkauf noch. Wir haben Hemden. Ich brauche es dringend. Ja, dann komm rein. Wir haben Hemden. Ja, dann komm rein und schau es dir an. Nein! Oh, du hättest noch einkaufen dürfen. Oh, Scheiße. Ich habe, glaube ich, nur noch etwas im Lager. Ne, Flipflops habe ich auch noch. Aber da haben sie keine gekauft. Naja, machen wir Kasse zu und gehen nach Hause. So, zweiter Tag. Miete ist wieder fällig. Eine kleine Investition hatten wir. So, dann habe ich das schon in meinem Mindestlager? Nö. Müssen wir nachholen. Einmal das und einmal das. So, 5 und 5. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Das haben wir schon und das haben wir auch. Okay, dann kommen wir zu den warte mal, nehmen wir noch so ein Sporttrikot und so ein Sporttrikot. So. Dann gehen wir zu den Schuhen, denn da hatten wir nämlich noch für die Bauern eigentlich, glaube ich, die waren es, plus die roten. So, auch 5. Ah, dann kann ich noch, genau, weil wir ja Sportsachen jetzt haben, nehmen wir noch diese Kickshoes. So, wunderbar, passt, hat Luft. 4000, ein bisschen teurer, aber nicht so schlimm. So, Statistik um 12. Ja, das war logisch, dass wir gestern um 12 am meisten hatten. Vielen lieben Dank für das Begehren bei uns im Laden. So, Bestellung ist ab. Weg, ausloggen. So, Tag beenden. Aufgaben erfüllt. So. Eigentlich hätte ich gar nicht so viel bestellen müssen, weil
Ja, am nächsten Tag sage ich jetzt mal, Ihr Geschäft hat einen neuen was? Ihr Geschäft hat einen neuen Meilenstein erreicht. Laden an der Ecke. Ach, das sind einfach Meilensteine. Okay. So, dann gehen wir nochmal zum Laden und wir müssen, laut meiner Rechnung müssen wir circa 2 Artikel verkaufen. 1 bis 2 Artikel und dann hätten wir das Ziel erreicht. Aber das kriegen wir. Grüß Gott, die Lieferung gehört zu mir. Genau, einfach reinbringen. Hinten ins Lager, genau, Sie wissen ja wo. Das Problem ist, der bleibt nicht so lange hier. Halt! Du Arsch. Ja komm, egal. Nehmen wir die Kasse auf, sonst gibt es hier Reklamationen. Hier füllen wir nochmal alles auf. Hier füllen wir auch noch alles auf. Hier füllen wir auch noch alles auf. Hier füllen wir auch noch alles auf. Dann schauen wir mal. Ne, die Schuhe kamen wahrscheinlich nicht. Dann schauen wir hier. Die Sporttrikots, die sind da. So. Schade eigentlich, dass die Schuhe nicht da waren. Aber richtig schnuckelig, unser kleiner Klamotten- und Schuhladen. Nein, also ich muss sagen, das Spiel ist wirklich super geil umgesetzt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wiederzusehen. Ich bedanke mich für die Anstellung. So, 7.100 Euro haben wir. Und jetzt könnten wir entweder bei 7.100, das reicht nicht, um einen Konzern aufzubauen, weil 500 brauchen wir alleine für die Gebühr, um ähm, alleine schon Gebühr, um ähm, die Konzernlizenz zu bekommen. Und dann musst du wahrscheinlich noch Geld haben, um Land zu kaufen. Und dann musst du noch Geld haben für das Inventar, für die Ware. Also rechnen wir mal mit circa 200.000 Euro, um einen Konzern zu gründen. Das heißt, wir dürfen jetzt noch ein bisschen Schnappe die Schnapp machen. Ja. So, Armina an der Rhein am See. Reihe am See, 48 zu Hause. Was müssen wir machen? Verkaufe Hemden, Hosen. Ziel. Erzielen Sie einen Umsatz von mindestens 30, holen Sie sich einen Renault von ziemlich beliebt im Segment Berühmtheit. Wir speichern. Einfach mal so, ne? Okay, wir machen das mal und können dann immer noch später die Tankstelle machen. Um den aktuellen Vertrag abzuschließen, erzielen Sie einen Umsatz von mindestens 30.000, holen Sie sich eine Renommee von ziemlich beliebt im Segment Berühmtheit. Okay. Die 2 Toiletten da hinten? Nein, also,
Wir haben also noch gar nichts. Wir haben Low Budget. Das heißt, wir werden erstmal, wir haben ja keine Zeitspanne, die wir einhalten müssten. Ergo heißt das, wir können mal auf Minimum bauen. So, wieder da vorne hin. Dann gehen wir mal ins Mitarbeiterbüro, weil da haben wir natürlich auch nichts. So. Marketing-PC. So, wunderbar. Ach, Quatsch. Jetzt brauchen wir natürlich noch Verkaufs. Einmal. Einmal hier am Eingang. Zack. Und alle können Hemden und Hosen verkaufen. Nehmen wir den noch. So. Das wäre es mal für den Anfang. Jetzt können wir Produkte bestellen. Also Hosen. Nehmen wir hier mal fucking 10 Stück. Und von denen noch 10. 10, sagt nicht 120, 10. So, Entschuldigung. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Jetzt Hemden soll ja eine vornehme Sachen werden. Dann nehmen wir das hier für genau, mein Facebook wäre das. So, für die schwarze Hose und ein bisschen ordinärer für die grüne Hose. So, bestellen wir. Lassen wir auch liefern. Das soll jetzt ein Schickimicki-Laden werden, habe ich mir so gedacht, wo so Anzüge und so weiter zum Verkauf dastehen. Soll ja die Berühmtheit anziehen, oder? Also da muss halt schon ein bisschen in erster Linie was Vornehmes da sein. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich so vornehm ist, was ich hier habe. Oh, du kommst ja wieder, ne? So, machen wir mal ein bisschen schneller mit auspacken. So, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn? Ach scheiße, ich brauche ja 4 Hemden. Ah ne, passt schon. So, 1 und 3. So. Doch, ich brauche 4 Hemden, weil die Hosen habe ich ja gesagt, mache ich hier hin. Ach, hier kann ich auch 4 Stück nehmen. Ja dann. Ne, dann mache ich das aber
mache ich das aber folgendermaßen. Dann mache ich das aber folgendermaßen. Mache ich das nämlich so und so. Ja, das zu einem und das zu einem. Und was bringt er mir jetzt noch? 10 Stück? 5 Hosen? Ne, 10 Hosen. So, also dann brauchen wir aber noch Kleider. Hemden. Brauchen wir doch noch was. Dann nehmen wir genau, Polo-Shirts. Polo-Shirts, auch renommiert für die etwas besseren. Da ein bisschen was Abwechslungsreicheres. Und so. Ja. Da habe ich jetzt von jedem noch 5 da, genau. Fehlen eigentlich nur noch die Hosen von der ersten Lieferung. Aber apropos Lieferung, ich mache noch schnell. So, weil dann kann er nämlich alles abliefern. Hoffe ich jetzt mal. Jawohl, genau. Wunderbar. So, jetzt können wir unseren Laden dann eröffnen. Schneller auspacken hier. Das wird eine grandiose Ladeneröffnung. Du, ich sag's euch. So. Und bei dem Spiel, ich sag's euch, verliert man einfach die Zeit. Keine Ahnung, wie lange das ich jetzt schon am Streamen bin. Ich muss mal was schauen. Das wäre das. Das sieht man. Und das wäre das. Da sieht man das Budget auch nicht. Das ist. Und hier ist noch das Game falsch beschrieben. Na, wir bleiben auf dem. Das ist ohne Cam. Das ist. Ja, ich bin hier gleich ein bisschen rumswitchen. So, dann haben wir Hosen, die grünen. Also wenn das nicht zusammenpasst, Joker-Style und also ja, das ist so die chinesische Marke, die ich hier vertrete. So, machen wir hier schönes Abwechslungsgeschehen. Da wieder die klaren und da wieder die bunten. Genau. Ha. Wunderbar, das wär's also. Ich packe jetzt noch schnell die restlichen Sachen hier raus. Auf. 5 Stück auf 2 Karton. Da ist der eine Karton nicht fertig voll gepackt gewesen, ne? Aber ist auch noch ein cooles Ladendesign für, für Klamotten, ne? Also, ja, muss ich, muss, muss ich schon sagen. Schnuckelig das Zeugs. Äh, ah. So, ich denke, wir können das so lassen, ne? So. So, Miete haben wir auch schon 1700, die wir natürlich zahlen. Dann haben wir jetzt noch ein Budget von 358. Können wir keine Bestellung machen. Aber wir können einmal die Mindestbestellliste erstellen.
Und zwar haben wir Poloshirts gehabt. Und zwar einmal den und einmal den und einmal den. Dann hatten wir noch diese Bestellung. Da hatten wir einmal den Anzug, japanischer Anzug, den im grünen japanischen Anzug, den. Da machen wir überall 10, 10, 10, 10, 10. Jetzt gehen wir zu den Hosen. Da wird es ein bisschen schwieriger. Da hatten wir keine Sporthosen, sondern hier. Dann wäre das hier. Wobei gestreift passt. Ja doch, komm. Das Oberteil passt ja auch nicht. Das wären die normalen. Ja, sehe ich nicht, aber das ist okay. Und die grünen. Also so ein klassischer Anzug wäre ja schwarze Hose, weißes T-Shirt, schwarzer, also schwarzer, ja, wie heißt das Ding jetzt schon wieder? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, so, so. Oh, scheiße. 40 und 40 sind 80 Artikel. Das heißt, 30 gehen auf ein Palett, 60 gehen auf das Palett, 60 gehen auf das Palett. Das heißt, 20 fehlen noch. 20 fehlen noch. Okay, dann lagertechnisch gehen 60, da fehlen auch noch 20. Da gehen auch noch 20. Da gehen auch noch 20. Also da müssen wir noch ein bisschen aufstocken dann, damit wir das alles auf einmal können empfangen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. So, 2 Euro Zins. Da wir noch keinen Umsatz haben, ist das klar. Wir haben aber den Tag gearbeitet, also bekommen wir den auch schon bezahlt. Das finde ich toll. So, jetzt, naja, nee, nee, also ich bräuchte noch so, warte mal, wie teuer würde das Ganze kommen? 500, 500 plus 1000, 1500 brauche ich. 1500 müsste ich, ich weiß gar nicht, ob es hier einen Tageszyklus gibt. Ist mir das gar nicht aufgefallen. Also die Schatten, die bewegen sich auf jeden Fall. Und sowas denken die Entwickler wieder, ne? Aber an eine andere Gegend vom Laden? Nö. Aber der Schatten ändert sich. Ich will jetzt mal behaupten, die Wolken bewegen sich auch. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Kommen Sie doch mal rein, schauen Sie. Guten Tag, meine Dame. Wollen Sie nicht mal reinkommen und schauen? Mein Herr, guten Tag. Wir sind neu. Wir haben exklusive Hemden. Dann kommen Sie rein und schauen Sie mal, was wir haben.
wenigstens dich. Ja, wir haben Hosen. Hosen, die zu einem Oberteil passen. Und da haben Sie was gefunden. Hosen. Ja. Ja, zudem passt aber dann noch die Hose. Oh, äh. Ah. So. Haben Sie noch was gefunden? Nur die Hose? Nur das Hemd? Oha. Zweimal das Hemd. Ah. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Kommen Sie doch rein. Wir sind ein neuer Laden mit erstklassigen Hosen, aber dafür passende Hemden dazu. Boah, der hat ja absolut kein Interesse. Oh, bitteschön. Guten Tag, mein Herr. Wir haben einen passenden Anzug für Sie in grün. Nein. Guten Tag, meine Dame. Wir haben... Oh, doch nicht fündig geworden. Schade. Läuft ja wahnsinnig gut, mein Laden hier. Guten Tag, meine Dame. Tschüss. Guten Tag, meine Dame. Etwas für Ihren Mann dabei. Wir haben exklusive Hosen. Hosen. Schauen Sie doch mal rein. Bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Oh, so. Wir haben Hemden. Sehr interessiert? Dann schauen Sie doch mal rein. Bitteschön. So. Wir müssen einfach nicht noch dran denken, dass wir ja bestellen auch noch müssen. Ne? Also, wegen dem Lagerausbau müssen wir natürlich auch noch dran denken, dass wir die Ware auch noch bestellen müssten, oder? Guten Tag. Ja, da drüben gibt es auch noch was. Also das heißt, wir müssen mindestens 3000, nee, mindestens 4, 5, mindestens 6000 haben, um jetzt unser Vorhaben zu überwältigen. Guten Tag, meine Dame. Wir sind neu aufgegangen und verkaufen exklusive Anzugsware. Guten Tag, meine Dame. Wir führen. Armina ist ja schon ein richtig schwieriger Laden. Gehen Sie doch einfach mal rein und schauen. Nicht schade. Guten Tag, meine Dame. Guten Tag, meine Dame. Wir hätten Hosen. Schauen Sie doch mal einfach rein. Oh, Geduld haben die Leute echt keins. Geduld haben die Leute echt keins beim Einkaufen. Guten Tag, wir haben Hemden. Sie sehen aus, als würden Sie Hemden brauchen. Gehen Sie doch mal rein und schauen. Bitteschön. Guten Tag, wir haben für Sie Hosen. Na dann, vielleicht an Hemden interessiert. Auch nicht. Wir machen trotzdem Werbung für Hemden. Ja, ich komme. Grüß Gott. Oh, so. Ich komme.
Oh, was hatten die alles gekauft? Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Ah, ja, dazu würde ich Ihnen noch die grüne Hose empfehlen. Aber das schnallen die ja nicht. Grüß Gott, wir haben fantastische Hemden. Dann kommen Sie mal rein. Guten Tag, wir haben fantastische Hosen. Na dann aber an Hemden interessiert. Auch nicht, dann tschüss. Ja, ich komme. Oh, du warst aber jetzt schnell. Passendes Hemd gefunden. Sicher, dass... Ja, ich komme gleich. Moment. Guten Tag. Warte mal, du hast doch jetzt... Oh. Guten Tag. Und tschüss. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Oh, scheiße. Ja, ich komme gleich. Hemden. Oh, scheiße. Ah, ich komme gleich, ich komme gleich. Scheiße. Der hätte sicher noch 30 Sachen gekauft, Mensch. Also der Schickimicki-Laden verdient gut, hä? Guten Tag, mein Herr. Wir haben Hemden. Könnten Sie anschauen? Ja, kommen Sie doch rein. Ich komme. Oh, gleich zwei. Guten Tag, meine Herren. Wart ihr fündig? Dankeschön, guten Tag. Haben Sie auch was gefunden? Ein paar Hose. Jawohl. Ja. Oh, closing. Scheiße. Ich konnte es nicht speichern. Hm. Ja, die Miete kommt ja auch noch dazu, was ich dazu rechnen muss. Scheiße. Ja, das Problem ist, ich kann die Lieferung schon auf zweimal bestellen, also liefern lassen. Aber das ist dann wieder Liefergebühr, die ich zahlen muss. Oh, nur. Dann haben wir ja immer noch genug Geld für. Um 12 kamen die meisten. Ich finde es schade, dass man hier nicht die Stadtinfos anschauen kann. Jo. Also es läuft doch momentan gar nicht schlecht. So. Tagesabschluss. Wir haben ja Umsatz gemacht. Und Zinsen. Yay. Unser Konzern hat schon ein Budget von 8.300. Reicht immer noch nicht. Ich muss hier mal schnell mein Telefon reinigen. So.
mal einen Schluck nehmen. Also ist echt ein cooles Spiel und vor allem ein recht gemütliches, gemütliches Spiel. Ähm, so für einen Samstagnachmittag, wo man alleine zu Hause ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, bevor die Ware kommt, müssen wir jetzt unser Lager ausbauen. Und zwar müssen wir hier noch ich müsste mal schauen, wenn er dann fertig ist, ob ich das nicht. Ach, ich habe ja gar nicht so viel bestellt. Aber ich hätte das natürlich hier hinten hin machen können. Ich habe ja gar nicht so viel bestellt, dass ich so viel Platz bräuchte. Das war ja ein Überlegungsfehler. Was heißt Überlegungsfehler? Nein, war es nicht. Es war eine kleine Vormaßnahme, aber es wäre jetzt nicht nötig gewesen, dass ich die jetzt schon gemacht hätte. Aber echtes. Oh, wir haben ja offen. Guten Tag. Ja, der Laden ist offen. Kommen Sie rein. Perfekte Hosen haben wir natürlich auch. Guten Tag. Und schaut sich die Leute an. Hemden, nicht interessierte Hosen. Das könnte Sie interessieren. Dann schauen Sie mal rein. Ja, ganz knapp an der Kante. So. Ich bereite dann schon mal das nächste vor. Was darf nicht fehlen in so einem exklusiven Floor? Genau. Ah, scheiße. Ah, Mist. Auf Wiederschauen. Hier kommen dann die weißen Hemden hin. Habe ich eigentlich hier irgendwas für 500? Schuhe kann ich auch kaufen? Nee, nur Hosen. Ach ja. Guten Tag. Ja, wir hatten Hemden. Kein Interesse, aber an Hosen. Ja, da finden wir doch sicher was. Kommen Sie einfach herein und genießen Sie die Zeit. Unbekannt. Ich bin momentan unbekannt. Berühmtheiten. Guten Tag. Wir haben Hemden. Sehr interessiert. Das freut uns. Kommen Sie doch mal rein. Oder auch nicht. Ja, ich komme. Guten Tag. Haben Sie was gefunden? Eine Hose, jawohl. Und also du kannst halt nicht wirklich eine Anorak zusammenstellen, beziehungsweise nur als Anorak verkaufen, sondern du kannst halt nur die Einzelteile
Die Einzelteile zur Verfügung stellen. Was Sie dann daraus machen, ist dann Ihr Problem. Wow, du warst ja relativ schnell. Guten Tag, meine Herren. Ja, wir sind ein exklusiver Hemdenverkauf. Kein Interesse, schade. Oder also jetzt momentan läuft der Verkauf ja nicht wirklich ganz rosig. Keine Mundpropaganda hier. Sehr interessiert. Bitteschön. Guten Tag. Ja, wir verkaufen gute Hosen. Ja, da müssten Sie einfach mal schauen kommen. Guten Tag, wir haben super Hemden auch für Damen. Aber Hosen. Hosen kann immer jeder brauchen. Sie nicht, okay, schade. Ich komme. Na, Hosen haben Sie gefunden? Ja, du hast ein Hemd gefunden. Ein teures Hemd. 2 Hemden. Ja, man soll doch auch immer ein bisschen etwas auf Reserve kaufen. Boah, die grüne Hosen, ey. Die sind ja raus wie nur irgendwas. Ja, guten Tag. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Bitteschön. Guten Tag, wir haben Hemden. Das könnte perfekt passen. Ja, dann schauen Sie doch mal. Äh, hat der jetzt das geklaut? So wie der läuft? Ich glaube schon, ne? Hm. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn niemand im Laden drin ist, ne? Da kann man ja ohne Alarmanlage einfach mal einpacken und dann abdüsen. Genau, kommen Sie rein, schauen Sie rum. Oh, die will zahlen. Die hat also was gefunden. Guten Tag, haben Sie was gefunden? Die andere hat nichts gefunden oder einfach geklaut. Ich frage mich, ob das in dem Spiel auch möglich ist, dass die Leute was klauen können. Würde mich schon echt wundern. Ah, wir haben Hemden. Ich brauche dringend ein Hemd. Dann komm zu uns und schau mal rein. Ja, super, dass Sie keine Geduld haben. Wir haben Hosen. Oh, das war mein Fehler, ne? Äh, wir haben Hosen. Dringend Hosen. Ja, so sehen sie auch aus. Wir haben Hemden. Dann aber Hosen. Auch nicht. Wir probieren es trotzdem mit Hemden. Hat doch geklappt. So. Oh, du hast aber viel gefunden. Und du hast Hosen. Nur Hosen gefunden. Schade. So. Alles noch auf Lager. Ja, wir machen da ausbautechnisch machen wir am nächsten Tag
nachdem wir alles bestellt haben. So. Weil wie ihr seht, haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Zwei acht, ja, das. Also eben. Wo sind die weißen Hemden? Sind das die hier? Ja. Und den nehmen wir 10 und ganz klassisch 10. Dann brauchen wir Hosen. Dann nehmen wir hier schwarze Hosen 10 und so beige für einen Anzug. So. Ne, warte jetzt. Nehmen wir. Das sind aber die gestreiften, oder? Ja, das sind die gestreiften. Ja, dann nehmen wir graue. So. Dann schauen wir jetzt, wie teuer das kommt. 6.000. Dann nehmen wir von hier 5. Von hier 5. Da brauchen wir denn nicht so viel. Ach, weil wir Hosen noch haben. So, 5. 5. Immer noch zu viel. Haben wir hier 3, 3. 1, 1. 3, 7. Hier 2. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Haben wir hier jeweils noch so und dann haben wir es. So, aber jetzt haben wir kein Geld mehr für den Ausbau. Haha. Ja, ist nicht einfach, einen Laden zu führen, wenn man alleine ist und noch unbekannt ist. Werbung machen können wir auch nicht, weil wir einfach kein Geld dafür haben. Aber wir leben noch. Und auf 68 Euro gibt es 0% Zins. So. Laden an der Ecke haben wir erreicht. Und das eigentlich, je mehr Tage, das wir brauchen, um das Ziel zu erreichen, je mehr Geld machen wir ja an für sich. Ne? Also von dem her, nur das Problem ist ja, wir müssen keinen Reingewinn haben, um das Ziel zu erreichen, sondern wir müssen hier einen Umsatz machen. Aber das Segment mit dem Berühmtsein, das weiß ich noch nicht, wie wir das erreichen sollen. Ach ja. So. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Geld, um das umzusetzen, was wir eigentlich umsetzen wollten. Es kam jemand. Guten Tag. Weil hier wollten wir eigentlich die weißen und schwarzen Hemden und dazu wollten wir dann noch eben so ein Gestell kaufen. Dafür brauchen wir aber 1000. Oh.
Ähm, Ich wusste es. Natürlich. Die stehen vor Hemden. Die stehen vor Hosen. Dann ist es Hosen. Wunderbar. Guten Tag. Die stehen vor Hosen. Dann nehmen wir Hosen. Hier konnten wir nicht überzeugen. So, also eine Hose gefunden. 2 Hosen. Wunderbar. Dann machen wir hier noch auffüllen. So, die hat nur ein Hemd gefunden. Und du hast ein Hemd gefunden, ja. Und die passende Hose noch dazu. Jawohl, die passende Hose auch noch dazu. Glaube ich jetzt einfach mal. Wenn sie schon eine Hose kauft. So, ich gehe mal wieder zurück. Ich weiß, das ist nicht ganz so optimal, was wir hier machen. Aber ich weiß nicht, wie man das Segment... Ja, ich komme. Ich komme. Ja, du hast ein Hemd gefunden. Jawohl. Wir machen jetzt auf der Straße keine Werbung, um jetzt einfach mal uns mal hier zu implementieren. Etablimieren. Boah, schwieriges Wort. Weiß nicht, wie es heißt. Weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Darum lassen wir es. Jetzt ist, glaube ich, jemand reingekommen, oder? Geh mal schauen. Nee. Nee. Wir können hier noch ein bisschen Marketing betreiben. Kollege hat an die falsche Person geschrieben. So. Oh, ich komme. Scheiße, habe ich gar nicht mitbekommen, dass da jemand reingekommen ist. Ah, ich könnte noch den Dings bauen. Ja, excuse me, ich stehe im Weg, oder was? Ja, nehmen Sie dieses Hemd mit dieser Hose. Ja. Ja, nicht pfeifen, ich komm doch. So, hier können wir noch die fehlenden Hosen machen. So. Ich komme, pfeif nicht. So, Hosen.
Hosen und ein Hemd dazu. Wunderbar. Das war der Gedanke. Noch eine Hose und noch ein Hemd. Nein, nur eine Hose, okay. Guten Tag, ein Hemd haben wir gefunden. Ja, guten Tag. Ein Hemd haben wir ebenfalls gefunden. Guten Tag. Noch ein Hemd, jawohl. Mein Gott. Aber schön, dass Sie mal von hinten wegnehmen, ne? Das ist ja auch für den Witz hier das vorne. Können wir das nicht noch ein bisschen in die Mitte stellen? Doch, so sieht es zwar nicht cool aus, aber es ist immerhin. Schade, dass man nicht außen noch Stände hinbauen kann. Ja, ich verlange jetzt wieder mal zu viel, was das Spiel angeht. Ich weiß. So, das schreiben wir jetzt noch fertig. Geht ja nicht mehr so lang. Erfolgreich gepostet. Dran to Let it play. So. Ja. So. Das sind weiße Hosen. Lol. Weißes Hemd mit schwarzen Hosen, schwarzes Hemd mit weißen Hosen. Super. Passt, oder? Das ist ein bisschen breiter als der Laden, ja. Ein Feld breiter als der Laden. So. Ja, so ist aus. Dann gehen wir nach Hause. Beziehungsweise ins Büro. Ja, so viel Geld haben wir nicht. So viel Geld haben wir nicht. Aber wir haben eine Mail. Schauen wir doch mal. Actionsport, Verkauf von Actionsport. Grüße. Ab heute bietet Actionsport unseren Lieferanten. Das sind Sie. Rabatte. 5 Artikel auf Actionsport. 2 Tage lang. Wollen wir da noch? Genau, das sind noch solche Trainings. Aber ganz ehrlich, würdest du? Hm? Ab wann? 5 Artikel würde er, also würden Rabatte geben. Ab heute oder erst ab morgen? Ich glaube erst ab morgen, ne? Was steht denn hier drin? Ab heute bietet Actionport unseren Lieferanten, das sind Sie, Rabatte auf ausgewählte Artikel. Wir empfehlen Ihnen in dieser Gelegenheit zu investieren, um unsere Produkte in Ihrem Geschäft zu verkaufen. Wir bieten Rabatte auf 5 Artikel in insgesamt 2 Tagen. Wir hoffen, dass wir mit Ihnen Geschäfte machen können. Ja, wie wär's, wenn du mir noch sagen würdest? Actionsport, oder? Actionsport, ja. Actionsport.
Bin ich jetzt blind oder sehe ich hier einfach keine Prozente? Ich meine, ich habe ja nur die zwei Sachen. Oder betrifft mich das nicht, dass ich hier Rabatte soll bekommen? Naja, wir nehmen hier eine klassische rote und so eine klassische weiße. Und Caswell Close nehmen wir hier, Entschuldigung, so grüne und nehmen wir solche. Und solche. Hemden. Nehmen wir hier so einen klassischen Pullover mit einem roten Pullover. Genau. Bestellung. Wieder mal zu viel. 5, 5, 5, 5, weg. 2, 2, weg. 5, 5, 5, 5, 5 oder 2, 5, 2, 3, 5. Nee, Herz 4, 4, 4. 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Immer noch nicht. 3, 6. Das passt. Oder auch nicht. Jetzt habe ich vergessen zu schauen. 46 Artikel. Ja, das passt. Habe ich so viel Platz, ja. Zum Auspacken vielleicht nicht, aber im Lager, also im Eingangslager habe ich zumindest ein bisschen Platz. So. So, Lieferant kommt. Schauen wir mal, wie der Forenbeitrag ankam. Gar nicht. Guten Tag. Aber wie willst du denn das alles auspacken innerhalb von einer Stunde? Das geht doch gar nicht. Da bist du ja wirklich, wenn du alleine bist, aufgeschmissen, hey. Das ist ja Wahnsinn. Das geht gar nicht. Ah, nimm die Zeit zurück, du Aff. So, hier erstmal auffüllen. Ja, ich komme. Kann ich nur empfehlen. Ah! Die pfeift jetzt, jawohl.
Entschuldigung. Guten Tag. Was gefunden? Ein Hemd. Schon wieder. Ja. Oh, beim zweiten Mal hat er nichts gefunden. Ja. Ja, kann ich empfehlen. Bitteschön. Guten Tag. Ich habe jetzt gar keinen blassen Schimmer, was ich jetzt schon wieder gekauft habe. Man könnte meinen, es wäre ein Teppichboden. Ein Parkettboden. Backsteinboden. Hm. Nicht genug Geld. Naja, nicht so schlimm. Machen wir halt mal das. Guten Tag. Wieder schauen. Ja. Es ist derzeit lokal bekannt. Ah. Ah, bitteschön. So, was, scheiße, Hemden. Ja, ich komme gleich. Guten Tag. Äh, Hosen. Excuse me. Hosen. Thank you. Guten Tag. Ihnen könnte ich die schwarzen empfehlen. Das wäre perfekt. Ja, wo ist es perfekt? Ja. Ja, die können Sie nehmen. Dazu würde ich noch das grüne Oberteil nehmen. Also empfehlen. Kommst du richtig vor wie so ein wirklicher Verkäufer im Kleiderladen, ne? Guten Tag. Wir haben einmal ein Hemd, noch ein Hemd, nein, eine Hose und noch eine Hose und noch eine Hose. So, das macht dann 1380. Wow. Ja, ich würde gerne auch noch andere Sachen machen, als jetzt hier tippen und machen und tun, aber eigentlich kein Problem. Produkte haben wir ja noch genug. Also hier bei den Hemden. Sportartikel ganz hinten. Oder so. Ah, ja, ich komme. Entschuldigung. Einmal ein Hemd. Jawohl, 170. Einmal eine Hose.
Plus noch mal eine Hose. Nein, nur eine Hose. Jawohl. Ah, einer an der Kasse. Ich komme, nicht pfeifen, ich komme doch. Einmal eine Hose und ein Hemd dazu. So, wunderbar. Guten Tag. Einmal eine Hose. Ja, guten Tag. Einmal eine Hose und noch ein passendes Hemd dazu. Voilà, genau. Wunderbar, Dankeschön. Mann, es boomt langsam. Es boomt. So, jetzt machen wir hier aber erstmal, nämlich weiß. Ach, was für ein Zufall. Das war wirklich Zufall, dass ich weißen Pullover, roter Pullover mit roten Hosen und weißen Hosen habe. Alter, was für ein Zufall. Ja, aber dann müssen wir doch. Warte mal. Nee, dann müssen wir das so machen. Moment. Entschuldigung. Aber wenn das so ist, müssen wir das so machen. Weißer Pullover mit weißen Hosen. Ich komme. Grüß Gott. Oh, scheiße. Einmal ein Hemd. Jawohl. Genau. Hier machen wir nämlich das gleich umgekehrt. So. Ja, ich weiß, passt nicht zusammen, weil es kein Traineranzug ist. Schade, dass wenn der Laden zu ist, dass sie da nicht dürfen noch, die wo drin sind, noch weiter einkaufen. Also, ja. Hier haben wir keine. Hier auch nicht. Hier auch nicht. So, die letzten 8 Minuten werde ich hier noch ein bisschen schreiben. Eine Headliner zum Beispiel. Und jetzt haben wir Feierabend. Ich weiß nicht, ob das jetzt gespeichert wurde. Also ja, der Auftrag wurde gespeichert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, was er geschrieben hat, gespeichert wurde. So. Nein. Stellungen. Habe ich die überhaupt? Gute Frage. Nächste Frage. Doch, habe ich. Also die brauche ich auf jeden Fall. Die brauche ich nicht unbedingt. Die auch nicht. Da brauche ich nur so viel. Da brauche ich nur so viel. Wo habe ich denn die? Wo biete ich die denn an? Nirgends. Hm. Schwarze Hemden, nein, weiße Hemden brauche ich auf jeden Fall. Habe ich vielleicht nur 7 Stück. Grüne brauche ich gar nicht. Das brauche ich auch nicht. Das und das brauche ich jetzt auch nicht. Oh.
Da brauche ich nur 3, da brauche ich nur 2, da nehmen wir halt nur 6, 5. Dann lassen wir die 2 noch aus. Dann wir 2, ja, das passt. Gar nicht so einfach. Aber wenigstens sind wir immer im Plus. Also im Plus, ja. Wie sieht eigentlich die Bilanz aus? 15 Verkäufe, 22 Artikel verkauft, 407. Hitrate haben wir 58, das ist nicht schlecht. Projizierter Gewinn minus 91,08. Zins 0,50. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da ausgezahlt wird. Wahrscheinlich nichts. Also wir hatten Einnahmen auf jeden Fall. Der Umsatz war auf jeden Fall höher als der Inventarkauf und die Artikelkäufe. Das heißt, diesbezüglich würden wir Gewinn machen. Und jetzt bauen wir auch nichts mehr aus. Vorläufig. Eben 0,5, also 50 gibt es ja nicht. Oh, Level 5. Und schon 10.100 haben wir für unseren Laden, also für unseren Konzern zusammen. So. Wo habe ich? Ich habe doch gar keine gestreiften. Also das und das und das und das. Das heißt, wir kaufen uns, warte mal, also nicht jetzt, aber 2000, wir kaufen uns so noch eins. Für hier hinten. Jetzt, wenn dass er das macht, würde ich gern das hier anschauen, aber das geht ja nicht. Eigentlich gut so, weil ich kann ja auch nicht das Tablet, während dass ich im Auspacken bin, das Tablet rausnehmen und quasi dann schauen. Er ist derzeit lokal bekannt. So. Ja, nicht draußen stehen bleiben und fragen, was ist denn das für ein Laden? Sondern reingehen und schauen. So, also das wäre alles. Hallo. Ja, ein Hemden, sehr interessant. Ja, dann kommen Sie doch mal rein. Okay, kommen Sie nicht rein. Hallo. Schwarze Hose passt super zu Ihnen. Nehmen Sie sie. Oder nehmen Sie sie auch nicht. Schade. Konnten wir nicht überzeugen, dass er die Hose auch noch nehmen soll. So, dann haben wir also nur ein Hemd. Ne, eine Hose. Von hier hinten. Passt nicht, reicht nicht. Guten Tag. So, stehen wir mal wieder draußen und haben den Laden von außen im Blick, um zu sehen, wenn jemand an die Kasse geht oder um zu schauen. Wow. Die hat ja noch nicht gepfiffen, ne? Jetzt hat sie gepfiffen. Bitte. Und schön Mundpropaganda machen. Ihr könntet auch mal Mundpropaganda machen, ne? Den besten Kleiderladen im Lande und in der Stadt bin ich
Armina, sagt's mal einen weiter. Was? Guten Tag. Ich will Ihnen mal weiß. Großartige Idee. Großartige Idee, wo aber nicht dich überzeugt. Verdammt. Ja. Oh, was hast du alles gekauft? Das passt gut zu dir. Bitteschön. Einmal Hemd. Das waren, glaube ich, 2 Hemden. Wir haben Hemden. Natürlich, kommen Sie rein. Thanks. Also eben, ich meine jetzt am Anfang habe ich ja gesagt, es ist schon konzepttechnisch einfacher, wenn man ein bestimmtes Thema vom Laden hat und nicht gemischt. Und hier haben wir eben wegen dem Leute ansprechen. Es ist halt schon einfacher, um sie also thementechnisch anzusprechen, als wenn du jetzt alles hättest. Dann hättest du hier eine riesen Auswahl und könntest gar nicht rausfinden, auf was das sie, also welches das sie als Interesse hätten. Also, ja, konnte ich nicht helfen. Der pfeift auch schon. Verdammt. Ich war alleine, Entschuldigung, so viel kann ich nicht machen, wenn ich alleine bin. Ich kann nicht da sein und das geht nicht. Ja, ich komme gleich, Moment. Ja, komm. Ich komme. Jetzt würde ich gern rennen. Oh Gott. Bitte. Der hat jetzt einen weißen Pullover genommen, wo markentechnisch gar nicht angesagt ist. Oh, jetzt ist der Laden aber voll hier. Hallo. Moment, ich komme gleich. Oh, scheiße. Ja, ich komme. Die verkackt. Oh, nicht. Cool. Nein! Ich kann nicht kassieren und gleichzeitig hier. Scheiße. Ich komme. Ja, nimm ihn doch. Ich komme. Zum Glück sind sie nachsichtig, dass ich alleine bin, dass ich da nicht an 5 Stellen gleichzeitig sein kann. Oh. Jetzt rollt der Rubel aber. Abzüglich der Miete haben wir jetzt momentan so um die 3.900, 4.000, sowas. Boah, ich komme gar nirgendwo hin. Es ist derzeit ziemlich beliebt. Oh, wir haben Umsatz und ziemlich beliebt bin ich. Derzeit. So, mal hier wieder auffüllen, was ich auffüllen kann. Also das Spiel macht schon richtig funny.
also das Interessante an dem Spiel ist, auch wenn es eigentlich so monoton rüberkommt, äh, hat man doch immer irgendwas zu tun und es macht so viel Spaß, die Sachen einzukaufen, die Sachen zu bauen, die Sachen aufzufüllen, mit den Kunden irgendwas zu machen. Das ist so ein cooles Gameplay-Feature, wo das Spiel hat. Ja, der Laden macht eh gleich zu. Das bringt also nichts, wenn ich mit dir da draußen rede. Doch hätte er was gebracht. Mundpropaganda. Der wäre morgen dafür wieder gekommen. So. Wow, da hinten ist alles leer. So, die letzten Minuten werde ich hier jetzt noch ein bisschen schreiben. Die Einleitung vielleicht noch fertig bringen für heute. Vielleicht schaffe ich auch gleich den ganzen Text. 10 Minuten, nee, aber bis zur Hälfte komme ich auf jeden Fall. Aber wir müssen mal schauen, wo der mit der Hand ist, um die Maus zu führen und wo die Maus liegt. Naja, gut, das ist ja nicht ein Hauptfeature. Die Bewegungen der Figuren und der Realismus, was die Mausbewegung und so weiter angeht, sondern es ist halt das Marketing, also das ganze Gameplay, was es halt ausmacht. So, sieht immer noch. Brauche ich irgendwo nur eins? Wie viel Geld habe ich denn? Ich sehe es nicht. Ihr seht es auch nicht. Also ich möchte mich entschuldigen für die Computertöne, wo ihr eventuell hört. Ich kann dafür nichts dafür. Das sind so die Facebook-Accounts, also die Benachrichtigungen und so weiter. Und ich weiß halt nicht, wie man das genau abstellen kann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt habe ich zu viel bestellt, also nee, zu viel habe ich nicht bestellt, aber jetzt habe ich so viel bestellt, wo ich nicht in meinem Lager Platz habe. Ne, warte mal. 30, 60, 90. Doch, so viel Platz habe ich ja. 90 habe ich ja Platz und 77 habe ich bestellt. Ja, attraktiver Kiosk. Ich verkaufe zwar keine Süßigkeiten und so weiter, aber, ne? Und ich weiß halt nicht, wie. Es ist derzeit ziemlich beliebt. Holen Sie sich eine Renommee von ziemlich beliebt im Segment Berühmtheit. Es ist derzeit ziemlich berühmt. Ich muss ja ziemlich berühmt haben. Hä? Also Lager, das sollte eigentlich. Ja. Okay, die Lieferung konnte schon mal richtig geliefert werden. Wenn ich jetzt nicht alles auspacken kann, ist das nicht so tragisch.
weil ich muss ja eh noch Sachen auffüllen und so weiter. Genau, aber ne, das ist ja nicht so tragisch, weil hier zum Beispiel habe ich jede Menge zum Auffüllen. Und dann habe ich wieder Platz im Lager hinten. Das Lager hinten wird ja nicht dazu gezählt, was hier vorne drin ist. Ja, Moment, ich bin ja schon da. Wer pfeift hier? So. Also ihr seht, wir nehmen immer noch eigentlich zu wenig ein für eigentlich das, was wir einkaufen müssen, was Ware angeht. Ja. Ja, was schaust du dir denn an? Hosen? Ja. Guten Tag. Ja, kann ich nur empfehlen. So, jemand reingekommen? Jetzt steht jemand an der Kasse. Ja, ich komme ja. War so lang drin gewesen für nur einen Artikel. Da bist du, Kollege, ja schon viel besser. Ja. Du schaust dir Hemden an. Dann Hosen. Hosen. Ich komme. Ah, jetzt wärst du dran gekommen. Hättest doch nur noch eine Minute warten müssen, Mensch. Ja, also, wenn wir dann Angestellte haben, passiert sowas nicht. Na, das grüne Oberteil passt besser zu den grünen Hosen, wo du dir jetzt genommen hast. Guten Tag. Einmal ein Hemd. Nee, Hose. Entschuldigung. Ja, zwei Hosen sogar. Wunderbar. 580. Oha, das waren, glaube ich, drei Hosen. Aber merkt ihr, was ich meine da mit der Tasse, mit der Kasse? Ich finde das echt cool, dass sie das so gemacht haben, dass wirklich das Zeugs äh, gemacht wird. Jetzt müsste nur noch der Kunde das Zeugs hier drauflegen. Es müsste nur noch so ein Einkaufswagen noch geben. Oder wenn man dann einfach sieht, wie die Kunden die Sachen in der Hand tragen. Oder irgendwie so. Rausgehen technisch. Na, haben sie ja schon eine Tasche. Ich komme. So. Also, das habe ich, 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 das habe ich. Das und das habe ich auch. Dann hätten wir Hosen. Einmal das, einmal das. Ne, das und das habe ich auch.
fehlen noch Hosen. Schon wieder. Hemd. Dann Hose. Ja. Ich hätte jetzt echt gemeint, es ist derzeit ziemlich beliebt. Ja, dann, was jetzt? Aha oder aha? Oh. Ah, scheiße, der, wo Hilfe braucht, den kann ich gleich mal vergessen. Ja, du auch. Ah, scheiße. Ich hätte mich erst um die Dame kümmern müssen, die jetzt an der Kasse ist. Ah, Mist. Der Laden ist noch offen. Habe ich also noch Zeit? Jetzt nicht mehr. Haha. Was? Oh, Entschuldigung, ich habe gemeint, du wärst schon draußen. Ich habe jetzt echt gemeint, die wäre jetzt schon weg. So, ich glaube, ich habe hier noch einen Forumbeitrag zum Schreiben. Ja, mal schauen, wie lange das ich jetzt brauche. Nee, werde ich heute immer noch nicht fertig. Ich habe einfach zu wenig Zeit, um mich um die Technik zu kümmern. So. Ich glaube, die Lieferung kann ich mir gleich mal in den Arsch stecken. Ähm, die könnte ich noch ins Mindest. Jetzt muss ich schnell. Hosen. Da haben wir die und die. Genau. 10 Stück. 10 Stück. Ich glaube, das Lager müssten wir
Ja, wir lassen mal die Bestellung weg. Also ich weiß nicht, wie wir jetzt die Aufgabe bestehen sollen, zumal wir doch eigentlich äh, das Ziel doch erreicht haben. Es ist derzeit ziemlich beliebt. Von ziemlich, was? Holen Sie sich ein Renommee von ziemlich beliebt im Segment Berühmtheit. Da wir keine Lieferung heute bekommen, kann ich mich eigentlich jetzt hier um das Marketing kümmern, bis der Laden offen geht, bis der Laden aufgeht. Hey, wow, Berühmtheiten. Ich muss doch in Segment Berühmtheiten das haben, oder? Berühmtheit. Ich komme. Da du schwarze Hosen, ne? Würde ich dir schwarze Hosen empfehlen. Kein Problem. Wir haben Hosen. Ich brauche dringend Hosen. Ja, dann komm herein. Habe ich eigentlich irgendwas im Inventar? Ich komme. Fragt mich jetzt nicht, wie ich das gepackt habe, weil das Dings war ja schon. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wiederzusehen. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Laden, den ich für euch aufgebaut habe. Ne? Jetzt haben Sie mich gekickt, ne? Und haben jetzt meinen Laden. So. Oh. Oh. Die wollen nochmal mit uns zusammenarbeiten. Verkaufe Hemden, Hosen, Ziel 250 Artikel von La Fashionale verkaufen. Bekomme ein Renommee von Bekanntheitnamen in Hemden. Bekomme ein Renommee von bekannter Name in Hose. Manager kann Mitarbeiter einstellen, kann Geld leihen. Ah, also hier können wir eigentlich Mitarbeit. Ach, jetzt verstehe ich, was das Managerberechtigungen bedeutet. Ich kann also hier jetzt quasi schon ein Filialleiter werden. Ja, Tageslohn 1000, nicht schlecht an und für sich. Äh, und das hier, die Geschäft wird in 10 Tagen geschlossen. Verdienen Sie so viel wie du kannst. Das ist quasi so ein Just Fun Shop. Hier könnten wir mal ein Lebensmittelladen
testen. So. Urlaub endet in einer späteren Version. Also ich glaube, das ist noch gar nicht wirklich implementiert. So, was sollen wir machen? Amina nochmal oder noch unseren Shop? Komm, 10 Tage haben wir Zeit. Gespeichert habe ich jetzt. So, okay, wir unterzeichnen und wir gehen hier hin. Wir versuchen das nochmal. Hier war ich das letzte Mal bankrott. Aber da habe ich mich auch ein bisschen übernommen. So, 40.000. Hier ist das Lager. Hier bauen wir zu Beginn ein Ballett und ein Regal. So, jetzt schauen wir wirklich, dass wir geldtechnisch nicht gleich das hat sich eigentlich gut etabliert, die Kasse hier hinzustellen. So, dann brauchen wir, was haben wir denn für Möglichkeiten? Hosen. Hosen werden wir hier dran machen. So. Schuhe werden wir mal zu Beginn hier ran machen. Und Hemden werden wir zu Beginn an so einen machen. So. Großer Laden, ich weiß. Aber das ist erstmal der Anfang. So. Also wir können hier 4 Artikel, 4 Hosen, 2 Schuhe und 4 Oberteile. Okay. So, dann 4 Hosen. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal 1, 2, 3, 4. Nehmen wir von jedem mal 5. 5. Dann Schuhe. Nehmen wir mal den. 1. Auch momentan noch 5. Wir schauen mal, wie viel das wir budgettechnisch am Schluss haben. So, und dann Hemden. Nehmen wir mal ein Poloshirt. Noch ein Poloshirt. Wo sind jetzt die Hemden? Und wir nehmen so ein Hemd und so ein Hemd. Genau. Auch mal jeweils 5.
So, dann sind wir bei 5000. Dann machen wir überall 10. Das müsste es auch noch so geben, wo man die Bestellliste markieren kann. Den Artikel möchte ich auf so und so viele Artikel erhöhen, wo dann quasi, ne, wo dann quasi, dann kannst du auf einmal diesen Artikel gleich manuell, den müsste ich drehen. So, komischerweise hat er das Problem immer, dass er da in die Wand reinlaufen will. Ups. Was? Nein. Arschloch. Hm. Ich bin mit Ihren bestellten Artikeln gleich unterwegs. Oh, was habe ich jetzt aufgemacht? Stream Info. Okay. Ha, das wusste ich jetzt auch nicht. Dass ich, wenn ich Ctrl und Tab drücke, dass ich da Streamtitel. Einen kleinen Verlauf sehe. Das ist ja cool. Ja, der Laden ist noch zu, also daher. So, bis das Lager voll ist. Wahrscheinlich wird es voll sein. 30, 60, 90. Mhm. Muss ich noch ein Dings, noch ein solches bauen. Oder? Hm. Nee, ist voll. So. Nee, also ich finde das Gameplay echt cool gemacht. So, so viel Ware habe ich zwar nicht wirklich im Lager, wenn ich dann fertig bin, aber hey, man hat dafür etwas im, ah, im man hat schon mal vorausgeplant für die Zukunft. So, dann können wir hier jetzt mal bestücken. Und zwar kommt hier die Hosen hin. Habe ich jetzt echt nur 3 Hosen genommen? Ne, 4. Ah, der hat schon wieder nicht alles geliefert. So, exklusive Schuhe, die keiner will. Also das wären keine Schuhe, die ich kaufen würde. Dass der das nicht gleichmäßig reinmachen kann. Ist ja doof.
Aber ey, Leute, ich kann das Spiel echt nur empfehlen. Und so teuer ist es gar nicht. Aber es macht tierisch Spaß. Also du hast immer etwas zu tun und auch wenn es eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche ist es nicht so tragisch, weil es macht so viel Spaß. Das glaubt ihr mir gar nicht. Das glaubt ihr nicht. Es macht so viel Spaß. Oh, Entschuldigung. Ich komme gleich. Ich muss mir noch etwas zu trinken nehmen. Hm. Ach ja. Ach, mit den Pfeiltasten kannst du dich drehen, also auch umschauen. Mit WASD kannst du nur laufen. Ha, man kann das Spiel auch mit einer Hand spielen. Nein, Spaß. Ähm, so, immerhin sind die zwei Hosen auf der gleichen Seite, ne? So, wir haben Geld noch, aber noch nicht viel im Laden, aber immerhin für den Anfang. Denn die Miete ist schon gewaltig. 4.500 kostet die Miete. Und wir können jetzt hier nicht ausbauen. Oder doch? Nee, können wir nicht. Nicht so schlimm. Aber wir können Mitarbeiter einstellen. Wenn wir dann. So, dann wollen wir unsere Mindestliste mal anlegen. Dann haben wir hier noch die Polo-Shirts gehabt. Einmal den und einmal den. Dann haben wir Schuhe. Das ist eigentlich relativ einfach. Sicher mal die. Und die hier. Machen wir mal 10. Bei den Hemden natürlich auch. Ja, bestellst du einmal 101 Artikel von etwas, schlag ich dich tot. So, jetzt kommen wir zu den Hosen. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Wir gehen mal ganz nach oben. Also wir haben einmal die, einmal die. Dann haben wir hier die gesaumten und die weißen. Ja, glaub so. 10, 10. Oh. So. Gut. Gut. Haben nichts Neues drin, sondern alles, was wir bestellt haben. Okay. Also Kredit können wir keinen aufnehmen. Mitarbeiter können wir einstellen. Öffnungszeiten können wir bearbeiten. Und ja. Dazu brauchen wir aber erstmal ein bisschen Geld. 24 bekommen wir als Zins. Verkauft haben wir noch nichts. Und 17.100 haben wir schon auf unserem
Konto auf unserem Konzernkonto. In So. Ja, genau, übertreibt doch. So. Haben wir hier die Kasse auf. Ah, die Schuhe. Also. Ja, wir versuchen das jetzt mal auf diese Art. Wie viele Artikel sind es? 100 Artikel. Können wir uns noch so eins leisten? Nee, aber so eins. Hm. Guten Tag. Scheiße, ich muss ja erstmal Werbung machen für uns. Hemden. Könnten Sie ansehen, kommen Sie herein. Thanks. So. Hemden. Nicht interessant. Hosen. Das könntest du brauchen. Hosen. Ich komme. Thanks. Ah. Huh, huh, huh. Ist man wieder im Stress, ne? Ah. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja, natürlich. Komme ich. Guten Tag. Das sind Hosen. Sehr interessiert, ja. Dann doch nicht so interessiert, ne? Das ist ein Lager. Hereinkommen, nicht draußen stehen bleiben. Nur hereinkommen ist kein Muss, wenn man reinkommt, irgendwas zu kaufen. Toilette gibt es auch keine für die Mitarbeiter. Guten Tag, wir haben Hemden. Nicht interessieren, aber eine große Auswahl an Hosen. Sehr interessiert. Ja, dann schauen Sie mal unsere Hosen an. Oh ja, sehr interessiert. Überzeugungstechnisch gleich 0. Also die Sterne, wo man hier sieht, also ne, die Punkte, die man sieht, wenn man etwas erledigt, das sind so quasi Erfahrungspunkte. Thanks. So, 4 Personen im Laden. Ja, komme. Schuhe. Keine Schuhe, wo ihm gefallen. Oder doch? Also diese Dinger hier, meine ich, das sind so Erfahrungspunkte, wo du skillst. Je besser, dass du geskillt bist, je besser. Zum Glück muss ich das Zeugs, das ich hier verkaufe, nicht selbst kaufen, Mensch. Ich muss zwar überzeugt sein von der Ware, die ich verkaufe. Wo ist denn die Tankstelle eigentlich? Ne, also das würde ich noch toll finden, wenn die Geschäfte
Ich nerv jetzt, weil ich jedes Mal das gleiche gebe, oder? Also wenn wenn die Umgebung des Ladens doch ein bisschen anders wäre, jedes Mal. Also na super, dann bin ich schlecht. Wir haben Hemden. Sehr interessiert, ja dann auf geht's. Thanks. Scheiße, ich wollte eigentlich die hinten haben. Hosen, dann nimm. Ach komm. Ah, wenn ich komme, dann komme. Also wenn ich ja. Hatte. Hätte der Hilfe gebraucht? Nee. Na, liebe Freunde, sagt mal, wie findet ihr das Spiel? Würdet ihr auch Lust haben, das Spiel zu spielen oder eher nicht? Schreibt es mir im Chat bzw. in die Kommentare. Leider kannst du nicht einen anstellen, der eigentlich alles macht. Thanks. Also, weißt du, einer, wo im Laden ist, wo auffüllt, wo berät, plus wo kassiert. Ich meine, gut, es wäre auch schon eine große Hilfe, jemanden zu haben, der sich um die Kundenbedürfnisse kümmert. Also Fragen, doof gesagt. Du hast was. Grün ist Erfahrung, blau heißt, glaube ich, ja, jetzt ist der Level technisch aufgestiegen. Könnte noch möglich sein. Nur ein guter Chef ist der eigentlich alles sehr gut kann. Also das, was er von den Mitarbeitern verlangt, dass er das gut kann. I&S. Wenn ich jetzt reingehe, ist das Ding weg, die Spiegelung. Das müssen Sie noch auch ein bisschen anschauen. Ob das normal ist, könnte ich mir anschauen, ja. Dann geh aus dem Weg. Guten Tag. Ich würde Ihnen die braunen empfehlen. Thank you. Bitteschön. Haben Sie was gefunden? Wie teuer sind die Schuhe? Na, das geht eigentlich. Wir haben Hemden. Wir haben Hemden. Verdammt. Wir haben Hosen. Keine für Sie, aber wir haben Hosen. Wir haben Hemden. Wir haben Hosen. Wir haben Schuhe. Wir haben Hosen. Thanks. Wunderbar. Jetzt, wo der Laden zu wäre, zu ist. Also na, am Anfang bist du wirklich ein Noob und Anfänger und hast du nicht gesehen. So. So. Zielform Walk of Fame. Habe ich jetzt eigentlich bei den Berühmtheiten oder?
So, Miete ist weg, Geld auch. Eine Mail. Ab heute bietet unseren Lieferanten 4 Artikel Rabatte. Und auf welchen Sachen? So, schon mal nix. Schuhe. Oh, Schuhe. Also die habe ich ja. Ja, da. Und auf den nicht. Ne? Naja. Ja, wir machen mal mit dem Stand, also mit dem Stock, was wir jetzt haben hier, machen wir weiter. Wie lange geht denn die Aktion noch? Ein Tag. Ein Tag. Oh, um 12 kam gar niemand. Okay. Zeige alles. Also, Weiß haben wir gar nichts verkauft. Aber Weiß haben wir im Lager. Also, Schuhe, ja. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir schalten eine Werbung auf Schuhe. Äh, auf Schuhe. Groß. Und zwar für die Teacher. Buchhalter, genau. Und das Ganze machen wir 2 Tage. Genau. So, jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber dafür haben wir Werbung eingeschaltet. So, Leute. Ich werde jemanden einstellen. Ich weiß, es ist noch zu früh, aber ich brauche jemanden, der die Bearbeitung übernimmt. Und zwar nämlich den Nicholas, Richard, Arne, Robin. Ich nehme den Robin. Robin, willkommen. Hier bei NNT. Wir suchen einen begabten Verkäufer. Sieht nicht schlecht aus. Wie schaut es denn mit der Kasse aus? Auch nicht schlecht. Und Nachschub. Oh, Nachschub sind wir komplett ausgestattet. Ja. Also Priorität wäre schon der Verkauf. Aber die Kasse könnte natürlich auch noch ein Sinn sein. Aber mal schauen. Was stellen Sie sich denn für einen Lohn vor? Wie wäre es mit 53 Euro pro Stunde? Was? Was willst du? Nein. Also, was machen Sie mit 85? Was meinen Sie zu 85? Das ist etwas wenig, aber es passt. Dann machen wir 100 Dollar, 100 Euro ähm, in der Stunde. Na, dann machen wir 110. Nee, ja, 113. 113. Nicht das Beste, aber es ist ein Gehalt. Ne? Jo. Rekrutieren. So, dann haben wir hier jetzt den aus der Kasse. Ne, hier. Also, Marketing hatte auch eine Begabung, sehe ich gerade hier. Aber Verkauf, das ist schon richtig. So, ein Mitarbeiter haben wir uns jetzt gegönnt, wenn das nicht unser Genickbruch ist. Wir werden sehen. 17.900 haben wir als Firmen
Juster. Habe ich Ware bestellt? Yep. Ach, ja, aber nicht so viel, ne? So, der Robin kommt auch zur Arbeit. Fällt mir gerade ein, dass ich hier gar keinen Pausentisch habe. Hm. Das ist eigentlich, das, was ich jetzt bestellt habe, war eigentlich Material fürs Lager. Immer gut. Hallo, kommen Sie rein. Jetzt haben wir ja einen Mitarbeiter, der sich drinnen um die Fragen kümmern kann. Dann kann ich hier draußen ein bisschen die Leute in den Laden ziehen. Hallo, hallo, kommen Sie doch rein. Oh, der Laden heißt übrigens nicht N und I, sondern I und N. So, weil du nicht so viel zu tun hast drin, kannst du dich um die Kasse kümmern. Ja, finde ich noch cool, dass man das während dem Spiel einfach so rumswitchen kann. Jetzt kannst du dich wieder in die Beratung geben. Ja, ist ein bisschen Betrug, aber anders kannst du quasi ihn nicht benutzen, um alles zu tun. Und wenn dann viel los ist, dann komme ich dann natürlich schon rein und kümmere mich um die Kasse. Aber jetzt, wo nicht so viel zu tun ist, kann er doch wirklich sich äh, um alles kümmern. Ja, kommt ja schon. Ja. Ich bin hier, um eine Werbung machen. Ich brauche das dringend. Na dann. Ah, du bist sicher wegen den Schuhen hier? Nicht, aber wegen den Hosen. Das könnte mich mir anschauen. Ist nie positiv. Oh, ist ja niemand drin. Ah, läuft ja nicht so optimal. Wir haben Hemden und Hosen. Hemden und tschüss. Guten Tag. Wir haben Hemden im Auswahl. Wir haben Hosen in Auswahl. Wir haben Schuhe in der Auswahl. Und Schuhe brauchen Sie, dann gehen Sie doch mal schauen. Als würde, als würde der äh, sehr interessiert sein. Gehen Sie sich mal die Hemden anschauen. Oh, halt. Hemden? Ah, dann Hosen. Hosen brauchst du ganz dringend. Dann hopp. Naja, Erfahrungen oder? Äh, ah, Scheiße. Äh, ja, Hosen, Hosen. Ich komme. Scheiße. Nicht so schlimm. So. Äh, zumindest sind da ja hier die Zahlen.
Weil die weißen Schuhe, die weißen Hosen. So, ich versuche denen immer im Weg zu stehen. Gut gemacht, Robin. Wir haben Hemden, Hosen. Hosen brauchst du ganz dringend. Ja, dann schau nicht vorbei. Ja, jetzt haben wir schon 2000 wieder. Aber wie diese Cents dazukommen. 88 Cent. Wie die dazukommen, das frage ich mich schon. Wie kriegt man denn 88 Cent? Ist doch alles nur Vollbeträge. Oder ist das Trinkgeld? Du brauchst dringend Hosen. Vielleicht findest du ja was. 88 Cent. Wie die zustande gekommen sind, ich habe keine Ahnung. Vier Stunden schon. Vier Stunden bin ich schon am Streamen. Wenn die Mitarbeiter von sich aus würden automatisch an die Kasse gehen, auch wenn sie nicht für das angestellt wären, das wäre auch nice. So ein Mitarbeiter, der mitdenkt. Oder so ein Mitarbeiter, der draußen Werbung macht. Also weißt du, so ein Werbemensch, der draußen steht und die Leute quasi mit Flyern und so weiter bestückt, das wäre auch noch eine nice Idee, dass man so einen anstellen könnte. Aber das Spiel, habe ich ja schon gesagt, ist im Early Access. Und im Early Access ist noch alles möglich. Oder halt der Verkäufer, dass der auch mal rausgeht und ähm, bei bei den Leuten, die durchlaufen, mal ein bisschen Werbung macht. Das wäre natürlich auch nice. So, komm noch, 20 Minuten haben wir Zeit. Warte mal. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, kann ich ja da das Ding fertig schreiben. Ein reingekommen. Der kann sich ja um alles kümmern, währenddem dass ich weg bin. Der Laden ist geschlossen. Hm. Ich meine, auffüllen tut er ja sowieso nicht. Und putzen auch nicht. Also wieso bleibt denn der länger als 5? Der will doch nur Geld. Money, money, money. Boah, die Miete ist einfach total teuer hier.
So, wir lassen das mal und ach, jetzt weiß ich, wieso, dass ich kein Geld habe, weil ich habe hier Werbung geschalten. Auf Schuhe. Laden an der Ecke. Yay. 18.000. Also, ja, Geld machen wir auf jeden Fall. So, mal schauen, habe ich jetzt das Ding fertig geschrieben oder nicht? Nö, natürlich nicht. Er hat es versucht zu veröffentlichen, hat es nur nicht hinbekommen. So, wo habe ich denn das jetzt hingetan? Buchhalter. So, die Summe aller Summen. Das ist ja auch cool. Die Tasten. Der kann ja am Beginn mal alleine arbeiten. Den kann ich ja einfach rumswitchen, sobald ich das Pfeifen höre. Dann kann ich mich hier mal ein bisschen für die Marketingtechnik kümmern. Das mit der Maus ist schon genial. Weil der Robin, der ist ja auf der Kasse genauso gut wie im Verkauf. Wenn nicht sogar besser. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Dass mir Geld nicht. Ja, noch einen, komm. Er macht das ja nicht schlecht. Wir haben einfach ungefähr monatliche, also Tagesausgaben von circa, ja, ich sage jetzt mal aufgerundet 5.200. Dank dem Angestellten. Ansonsten wären es nur 4.300. Aber jetzt, wir müssen mindestens über 5.500 kommen. Je weiter, dass wir da noch kommen, ist besser. Also musste ich mich eigentlich so weit vom jetzt muss ich unterbrechen, weil er in die Mittagspause geht. Das ist das Lager da hinten, da kommst du nicht hin.
Ich muss eigentlich 12.000 Umsatz machen, damit das reicht. Also damit ich quasi die Bestellungen lösen kann und so weiter. Ah, das wird wieder ein Zirkulieren. Ah, da gibt's keine Hosen mehr. Also jetzt boomt der, also boomen ja nicht, aber ja, die Kasse klingelt auf jeden Fall. Wir müssen mindestens 12.000 Umsatz, also 12.000 machen, um da wirklich gut rauszukommen. Aber jetzt ist der große Hype wieder vorbei. Ich habe keine Schuhe mehr. Momentan können wir uns gerade mal die Miete und der Mitarbeiter leisten. Robin, durch die Wände schauen wäre noch mal schön. So ein Fenster hier beim Büro, weißt du, wo du dann in den Laden reinschauen könntest, das wäre eigentlich auch nicht wirklich schlecht. Aber Fenster kannst du ja keine bauen. So, jo. Ja, passt schon. Geh und hilf. Yay. Äh, ich komme. So, jetzt heißt es Geld einnehmen. Jetzt müssen wir mindestens 5.500 haben am Schluss, ansonsten sind wir im Minus. Und das wird knapp. Es wird machbar, aber es wird knapp. Was macht denn der am anderen Ende vom Laden? Ich habe eine Schuhwerbung am Laufen und habe keine Schuhe mehr. Geil. Ui, ui, ui. Pack zu. Ah, die will Schuhe. Die geht gleich wieder. Vielleicht findet sie auch was anderes. Du hast was gefunden. Ja, die hat auch was gefunden. Wunderbar. Los, geh verkaufen, Robin. Dann. Hey. Weiß, weiß. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Komm, komm. Oh nee. Ich hab Verlust gemacht. Oh Gott.
Und das nur, weil ich mir einen Mitarbeiter geleistet habe. Oh Gott. Da finde ich auch schade, dass man die Kommentare nicht lesen kann. Habe ich eigentlich hinten im Lager alles ausgeräumt? Ja. Oh Gott, ich bin im Minus. Ah, nicht so weit im Minus, aber im Minus. So, bestellen müssen wir ja eigentlich nichts. Außer das hier, aber das kann ich jetzt eigentlich darauf verzichten. Denn die große Bestellung habe ich ja schon gemacht. Den zweiten Angestellten schaffe ich garantiert finanziell nicht. Dieses Geschäft ist im Minus, ja. Ich weiß. Ich weiß. War das nicht Level 5? Ach nee, Level 6. Kommt hier rein. Oh, wieso will denn der immer auf dem direkten Weg dahin? Wieso kapiert sie nicht, dass da in der Mitte eine Wand, dass dazwischen eine Wand ist? Wenn man das richtige Palett würde nehmen, würde man auch was auspacken können. Schuhe sind gerade reingekommen. So. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja, Schuhe. Ja, Schuhe. Ja. Was macht er eigentlich im Marketing? Habe ich eigentlich hier jetzt alles, was ich drin habe, im Verkauf? Ja. So, also wir brauchen Geld. Kommt also rein. Wir brauchen Geld. Reinkommen und kaufen. Wir brauchen Geld. Mindestens 5.500. Das Wichtigste momentan ist ja nicht Geld zu machen im Laden, sondern Geld zu machen für auf meinem Sparkonto, also auf meinem Privatkonto, um eben so richtig einen Konzern aufzubauen. Ich weiß nur nicht, ob wir das
jetzt in diesem Livestream schon bekommen oder zu einem anderen Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt dass wir das hinbekommen. Robin ist in der Pause. Sehr interessiert. Na dann. Sehr interessiert. Guten Tag. Robin. Erhol dich da hinten mal schön. Eine Dame, die will Schuhe. Robin! Ich komm. Ja, ich komme. Robin! Ah, ja, komm, 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 komm. Ja, ich komm. Nehmen, nehmen. Die sind super. Habe ich auch zu Hause. Musste ja nicht wissen, dass das nicht stimmt. Ich komme. Jetzt muss ich in erster Linie mal schauen, dass ich so viel Geld mache, dass ich die Miete plus Arbeiter plus Bestellung zahlen kann. Wo ist denn jetzt? Ah, da ist Robin. Robin, geh auf die Straße, hol die Leute rein. Alles muss man alleine machen. Alles. Robin, wozu habe ich dich denn eigentlich eingestellt? Wenn ich so oder so alleine auf die Straße gehen muss. Das könnte mich interessieren. Ja, ja, nein, ja, nein. Stopp! So, du machst jetzt einen Großeinkauf. Mann, so lange im Laden drin und für was? Kommen Sie rein, gehen Sie rein. Oha, Vollbetrieb heute. Ist gut, das gibt Money, Money. Ach, Hosen brauchst du ganz dringend. Bitteschön. Also Miete ist schon mal drin. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich die Artikelbestellung reinbekomme. Ansonsten mache ich mit dem eine Runde, was ich jetzt hier schon habe. Habe ich eine Kaffeemaschine? Ja, habe ich, oder?
Also ich will nicht wissen, wie viele Leute das hier rauslaufen und irgendwas in der Tasche haben, wo sie nicht bezahlt haben. Ich will es wirklich nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Feierabend, wie das duftet. Duftig, lustig. Geh nach Hause, Mensch. Es ist Feierabend. Go home. Also Marketing bringt schon was, ne? Moderne Marketing. Ah, Teacher. Ich würde gern mal neue Artikel. Ich glaube, je mehr, dass du hier schreibst, je besser wirst du, je länger kann der Text sein. Hm. Hm. So, ho, 2249. Die Werbung ist fertig, oder? Sehr gut. Ähm, günstige Reisen. Nein. Guten Abend, morgen haben wir. Ah, scheiße. Also, das kannst du wegnehmen. Das kannst du wegnehmen. Das kannst du reduzieren. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch und das auch. Nein. Ja, dann hast du hier noch. So. Okay. So viel Geld wäre es nicht. Bewerbungen, ja, cool. Also ist schon cool, was man jetzt hier tun kann. Was man ähm, was man im Unternehmermodus nicht machen kann. Schon cool. Also du kannst eine Stunde früher gehen und eine Stunde später anfangen. Dann hast du vielleicht Energie wieder und kostest mich nicht so viel. So, neuer Tag, neues Glück. Momentan schlagen wir uns ja noch recht gut. So, attraktiver Kiosk sind wir jetzt schon. 20.300 Euro haben wir auf dem Konto für unser Konzern. Noch viel zu wenig, aber immerhin. So, bis der Lieferant kommt, kann ich da ja mal doch hier weiterschreiben. Kaffeemaschine haben wir. Jetzt ist er da. So, guten Tag. Ist das alles? Jo, gut. So, das war der Lieferant. Dann der Laden hat noch zu, außer es gibt Einbrecher, dann, ja, dann war es der Einbrecher. So, wunderbar. Ja, nee.
Der Laden ist offen. Wenn aufgeht, geht das hier an. Wenn zu ist, geht's aus. Wenn es offen ist, geht's an. Ist cool. Kommen Sie herein. Guten Tag, kommen Sie herein. Guten Tag, wir haben geöffnet. Kommen Sie herein. Guten Tag, wir haben geöffnet. Kommen Sie herein. Guten Tag, wir haben geöffnet. Kommen Sie herein. Guten Tag, wir sind hier zu Haus. Wir haben offen und kommen Sie herein. Guten Tag, wir laufen davon. Komm rein und frag. Ah, scheiß Tür. Kommen Sie herein. I&N hat geöffnet. Kommen Sie, treten Sie herein. Guten Morgen, Herr Robin. Treten Sie rein. Ja, oh. Treten Sie an die Kasse. Ja, ich komme doch. Boah, der Blick hier, wo die hat. Danke für Ihren Einkauf. Uiuiui. Wie sieht denn das mit der weißen Hose aus? Ja, eine habe ich ja gekauft. Schuhe auch. Ich würde ja schon den Laden gern expandieren, also nicht expandieren, aber ich würde ihn schon gern größer machen. Aber ja, ich habe einfach kein Geld zum größer werden. Wir haben einfach momentan gerade das Geld nicht dazu, um hier zu expandieren. Wir haben unsere 3 Stände und das muss reichen. Natürlich hätten wir mehr Auswahl, hätten wir auch mehr Kunden. Robin, kümmerst du dich mal um die Dame? Ja, wunderbar. Gut gemacht, Robin. Hattest du jetzt davon überzeugt, Schuhe zu kaufen? Ja, super. Mach mal lieber Mundpropaganda hier. Scheiße, der geht um 12 Mittagspause machen und um 12 kommen so viele Leute. Ah! Oder? Hm. Excuse me. Na komm, vor deiner Mittagspause kannst du hier noch helfen. Wir haben Hemden. Scheiße. Ja, okay, Hosen. Hopp, hopp, hopp. Ich komme, ich komme. Was? Hey, Kasse. Robin, kümmere dich mal um den. Nein! Scheiße, jetzt geht er, weißt du, keine flexiblen Arbeitskräfte mehr. Oder? Ein bisschen später in die Pause gehen? Nö, warum denn auch? Passt doch alles, oder? Die Kunden laufen davon. Habe ich hier noch Schuhe? Ja. Oh Gott, Robin! Beende, beende deine Pause. Ah, Hilfe! Robin! 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 Robin, komm her! Robin! Help! Help! Robin! Oh, scheiße. Robin! Kümmere dich mal um die Dame. Ich kann hier nicht weg, ich bin am Kassieren. Robin, hier drüben. Kundin bei den Hosen. Oha. Kundinnen 2 an der Hose. Robin? Der ist gerade so frustriert, dass er gleich mal aufhört zu. Ja, ich bin doch einfach nur ein Loser.
Also was die Beratung angeht, bin ich doch einfach nur ein Loser. Oh. Äh, Robin, 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 bitte. Ähm, ich komme. Hosen. Thanks. Nee. Ah, Hosen haben wir. Nicht? Okay. Hemden? Auch nicht. Schuhe? Auch nicht. Dann Hosen. Ich komme. So. Jetzt haben wir genug Geld hoffentlich, um Bestellungen zu machen. Die Hosen, die sind rausgegangen wie nur etwas. Excuse me. Robin, ich fülle gleich mal nach, was ich auch immer noch habe. Ja, ich komme doch. Ich bin schon da. Guten Tag. Was haben wir denn? Ja, Robin, du sollst die Kunden nicht verscheuchen. Du sollst sie hereinholen. Ja, Hosen, super. Oh, bin ich schlecht, hey. Also Kunden werden bin ich schon recht schlecht. Ah, kommt. Alles gut. Tschüss, Robin. Hä? Ach, der ist ja eine Stunde früher gegangen. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, er soll eine Stunde früher gehen. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, hey, wo rennt denn der hin? Was habe ich denn auch eigentlich im Inventar? Nix. Cool, ausverkauft. Oh Gott. Keine Frage, keine Frage, keine Frage. Keine Fragen, bitte. Ich hab keine Zeit zum Antworten. Keine Frage. Oha. Kauft jetzt noch schnell. Na, dann schau nach Schuhen, weil der Laden ist zu. Oh nee. Aber jetzt haben wir gut Tasche gemacht, Taster gemacht. So, also eben, wir haben eigentlich nichts mehr auf Lager. Wir haben definitiv nichts mehr auf Lager. So, schauen wir hier noch ein bisschen weiter. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, habe ich, nehmen wir den hier, bald 5 Stunden. Und ich denke, um halb 6 werde ich, oder machen wir es so, noch einen Tag. Oder machen wir es noch besser. Wie viele Tage haben wir denn jetzt schon? Welche Tag haben wir denn jetzt? Die Hälfte haben wir erreicht. Ja, super. Einen Tag mache ich noch. Eine Mail. Unsere Reiseunternehmen, 12 Uhr, circa 20 Öko. Ich bin ausgeschossen und das ist genau das, was ich noch habe.
Hä? Verkauf von Fun Games, 2 Tage. Ja, super. Michel, ein Stern. Guten Tag, hier bei I&N. Wir suchen eine Verkäuferin. Oh, top, top, top. Können Sie auch noch Kasse bedienen? Auch noch. Och. Und Nachschub? Wow. Heiliges Birnbaum. Sie sind ja. Äh, ich gebe Ihnen 117. Was? 150. Was? 102. Was? Was? Du machst es knapp, aber ich akzeptiere es. Boah, bist du teuer, hey. Oh, das wird mein Ruin, hey. Das wird mein Ruin. Ja, du machst um 1. So. Doch halt so. Ich habe eigentlich sie eingestellt, damit ich den einen in die Pause schicke, also in die äh, freigeben könnte, aber 21.000, naja, circa ab 200.000 versuchen wir es mal. Je mehr, das wir eigentlich auf der Tasche haben, je besser wäre es. So. Wir schreiben hier weiter, bis der Lieferant da ist. Der Lieferant ist da. Guten Tag, bringen Sie es ins Lager. Ah, wieso Mitte zuerst? Du Honk. Boah, das ist noch eine Lieferung wieder. Schon lange keine mehr solche Lieferungen gehabt. Das Geschäft ist offen, ja, ja. Du kannst ja überall arbeiten. So, wenn der da ist, kannst du an die Kasse gehen. 30 seconds. Ups. So, dann füllen wir mal hier auf. Thanks. Hier ist, glaube ich, auch schon. Aber Hosen, ja, das ist. Wieso, dass die nicht auch hier draußen versuchen? Thank you. Oh. Schon okay, wenn ich hier 2 Berater haben, die gut sind, besser als ich. Robin, du lässt nach. Ups. Cool wäre es halt schon, wenn die Verkäufer auch draußen die Leute anspricht, wo quasi Infos haben wollen. Oder? Hey, got a second? Thanks.
Wenn jetzt die Michael da hinten. Ach so. Ach so. So, kannst du auch eigentlich auch deinen Lohn einfordern. So, Hemden. Jetzt nehmen wir Fun Games. Oh, wieso kannten die nicht Bescheid geben, wenn die in die Mittagspause geht? Lässt einfach die Kasse unbewacht. Ah. So. Dürfte ich die Bestellung noch weitermachen? Sind nur 3 Artikel. Ist ja auch irgendwie kontraproduktiv, wenn die Artikel nur 3 sind. Die haben nur... Entschuldigung. Ja, komm, wir nehmen das hier noch. So. Und das lieferst du heute noch. Und dann ist gut. Da müssen wir jetzt noch heute ein bisschen Zaster machen und dann ist das eigentlich gut. So. Wie sieht's mit Hosen aus? Könnte dich interessieren. Ah, Schuhe. Ich denke nicht, dass wir die Schuhe haben, die du möchtest. Wusste ich schon. Guten Tag, Dankeschön. So. Wir haben jemanden, der hilft. Ah, hier. So. Okay, dann wollen wir die neuen Artikel mal hierhin transportieren. Und zwar das auffüllen. Ah, das Spiel macht einfach nur süchtig, das sage ich euch. Dann haben wir hier rot und hier das. Und auffüllen. Hey. Was, hey? Ah. Er ist jetzt schon wieder nach Hause, weißt du? Und sagt nichts. Kommt nicht mal zum Chef und sagt, hey, ich mache jetzt Feierabend, tschüss. Wahrscheinlich hat sie es gesagt, ich habe es nicht gesehen oder gehört.
Der ist langsam gut im Beraten. So. Geld haben wir auch wieder mal ein bisschen was. Denn ich glaube, so viel nachbestellen müssen wir nicht. So, Feierabend. Du kannst eigentlich nach Hause gehen. Sonst zahle ich dich hier noch eine Stunde mehr. Ja, geh nach Hause. Oder hast du Probleme zu Hause? Hm. Hallo? Der steht normalerweise nicht mehr hier. Hier hinten mache ich so die Gamer-Zone, also so die Fun-Games-Artikel hin. Hier vorne habe ich eigentlich gar kein wirkliches Konzept momentan. Aber das liegt auch daran, weil ich das einfach mal zum Beginn an einfach mal hingestellt habe, damit ich irgendwas habe und die Leute nicht so weit laufen müssen. Ah, scheiße, ich habe jetzt zwei Löhne, wo ich zahlen muss. Oh, das sind ja schon fast 6.500. 7.500. 6.000, 7.000, wo ich Cash muss haben. Wo ich reinnehmen muss, nur für alleine für die Mieten und so weiter. So, das haben wir bestellt. Dann machen wir das ins Hemden, also ins Lagersortiment. Nehmen wir das jetzt auf. Und zwar das, oh, das, das und das und das hier machen wir auch mal 10. So, wunderbar. 4. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Und den brauchen wir nicht so viel. Machen wir überall nur 4. Ne, nicht speichern. So. Ach Jungs und Mädels, das Spiel macht einfach nur süchtig. Ich habe gesagt, noch einen Tag und dann höre ich auf, ne? So. Oh, er levelt hier doch. So. Ich weiß, ich sagte nur noch diesen Tag, aber das Spiel packt und jeder Tag willst du quasi noch schauen, was schaffst du, was kriegst du raus und das ist fürchterlich. So, 21.900 haben wir schon mal auf dem Konzernkonto, aber immer noch sind viel zu wenig, um einen Konzern zu errichten. Darum müssen wir hier immer noch ein bisschen Arbeitsverträge tun. Was muss ich eigentlich jetzt hier? Ach ja, genau. 10 Tage muss ich quasi überleben. Also überleben kannst du dem ja auch nicht sagen, aber
Halt einfach 10 Tage und dann wird der Laden geschlossen. Da muss ich mich fragen, warum dass ich einen leeren Laden übernehmen musste, wo ja geschlossen wäre, wo ja eh geschlossen wird. Hm. Wenn es jetzt ein bestehender Laden gewesen wäre, wo ich dann quasi übernommen habe oder hätte, dann wäre das ja eigentlich eine bessere Erklärung gewesen, warum das in 10 Tagen der Laden zugeht. Aber das ist jetzt quasi eine neue Eröffnung von einem Laden, der in 10 Tagen quasi zugeht. Ach, jetzt ist der Laden offen, jetzt wo ich schreiben wollte. Ich vergesse nicht. Ich habe nicht vergessen, dass du frei hast heute. Genieße den freien Tag und lass dich ja, gesund pflegen, also gesund, ja. So, den Rest mache ich heute Nachmittag, also heute Abend. Äh, Was machst du da hinten? Guten Tag. Wir haben Hosen im Angebot. Könnte dich interessieren. Schuhe. Könnte mich interessieren. Ja, dann du bist eine Frau, stellst auf Schuhe. Michel, mach doch was. Hemden. Ich brauche das dringend. Ja dann, schau dich mal bei uns um. Äh, du suchst Hosen. Siehst du, sag ich doch. Thanks. Habe ich heute eine große Gruppe, die im Ansturm steht? Nö. Gut. Dann ist jetzt das kein Problem, dass ich nur jemand habe, der hier die Fragen beantwortet. Ich hoffe einfach, dass ich um 12 nicht so viel um die Ohren habe. Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Ah. Ja, die T-Shirts hinten, die laufen nicht schlecht. Die laufen nicht schlecht. Einen Skillpunkt habe ich bekommen vom Tippen. Geht aber immer noch nicht so schnell. Naja, wenn sie natürlich so viel bestellen. So viel bestellen. So viel kaufen. So, ich komme. Guten Tag. Voll im Stress. Schuhe werden aufgefüllt. Also ein Kleiderladen, das ist schon relativ was Lohnenswertes und vor allem zum Beginn einen Kleiderladen aufzumachen, ist quasi der Anfang vom Ganzen. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Aber mal, an diesem Tag brauche ich, glaube ich, keine. Hey, Ach nee, got a second? ja, genau, die geht ja um 1 Mittagspause machen. Thank you. Die ist jetzt im Mittag. Da kann ich Ihnen auch helfen. Oder auch nicht.
Äh. Ich kann dir den einfach. Ja? Dann. Thanks. Oi! Michel! Der Laden ist voll. Könntest du mal nach vorne kommen? Ja, ich komme, ja. Oh, gleich 3 an der Kasse. Ja, und bezahlen. Na, wunderbar. Money, money, money. Money. Yeah. Can you help me? Kontakt für dich. Kleider. Hemden. Ja, ich muss hier bedienen. Ja, bin doch hier. Sag mal, kannst du auch selbst einkassieren, nicht? Nee, geht wohl nicht. Michael, kannst du mal die Kasse übernehmen? Danke dir. Ist ein Sonnenschein, die in diesem Lande scheint. Und nun brauchen wir noch Pullovers. Und zwar 10. Kann mal helfen? Entschuldigung, bin schon da. Excuse me. Boah, was für eine Stimme. Excuse me. Kann ich gar nicht. Die Lieferung ist da. Ja, ich komme. Hm. Könntest du mal bitte an die Kasse gehen? Ich hoffe, die arbeitet noch. Ne, die arbeitet wirklich noch. Ich muss nämlich hier noch schnell neue Ware aufhängen. Wow, die einen Schuhe sind total, total ausverkauft. Na, reicht mir doch heute nicht, aber morgen früh. Morgen früh sollte ich das herbekommen. Einer Karte, der ist sicher wahrscheinlich
im Wandschrank. Der andere Kater, der streckt sich gerade, wie ich auch, und kommt mich gerade besuchen. Was? Adidu, adidu. Das ist so eher der scheuere. Nee, scheu ist er ja eigentlich nicht, aber das ist eher der, wo jetzt hier ist, der Kater, der nicht unbedingt gerne hochgenommen wird. Und beim Streicheln, das ist er ein bisschen ein nervöser Tropf. Andere sieht er. Stadtnachricht. So, morgen kommt Buchhalter in den Laden. Und das für 4 Tage. Mal schauen. Also Sachen, wo wir nur eins brauchen. Verdammt. Verdammt. Schon wieder voll kein Stutz mehr. So, also. Wir brauchen morgen viel Leute. Ja, dann mache ich noch eine Stunde. Also um 6:30 mache ich Feierabend. Kleiner Laden, ja, das ist wirklich wahr. Wirklich ein kleiner Laden. Wenn das Headset so laut ist, dann schreie ich natürlich, ne? Das ist ja kontraproduktiv, das Ganze im Stream. So. So, bis der Lieferant kommt, kann ich da eigentlich jetzt noch schreiben. Beziehungsweise der Lieferant ist ja jetzt schon da. So, aber das habe ich jetzt geschrieben. Ja. Marketing über Forum. Weißt du? So, mal schauen. Oh, die ist da. Pünktlich sogar. Dann kommt die 5, die schaffe ich ja auch im Normaltempo. So, dann füllen wir mal auf, was wir auffüllen können. Ich meinte, wir können eigentlich alles auffüllen. Nur, wenn das wieder verkauft ist, habe ich wieder nichts mehr zum zum Auffüllen. Ich glaube, das war so. Michel Güster. Guten Tag. Boah, was für einen bösen Blick, wo die hatte. Oh. Boah, hey, die Schuhe. Wissen wir. Alter, die Schuhe, die laufen ja. Was ist denn da los? Geh mal schnell auf Auffüllen.
Vor allem die Schuhe. Schuhe. Oh, da habe ich gar keine Schuhe mehr. Genau noch ein paar habe ich von den Schuhen, die gut laufen. Na, supi. Ja, das ist halt, wenn man nicht das Geld hat. So, jetzt kannst du wieder auf Verkäufer gehen. Draußen warten noch Leute. Robin, kannst du mal draußen die Leute reinholen? Nee, das machen sie eben nicht, die Verkäufer. Also ich finde also ich finde, es wäre super, wenn sie jemanden, also wenn man jemanden anstellen könnte, der vor dem Laden die Leute abfängt, beziehungsweise die Leute, wo vorne dran stehen und fragen und sagen, den Laden habe ich noch nie gesehen. Könnte mir das jemand mal beantworten? Wenn jemand draußen vor dem Laden wäre, wo quasi diese Aufgabe übernehmen würde, das wäre voll schick. Und ich meine, im wirklichen Leben gibt es ja auch solche, wo du anstellen kannst, solche Entertainer, wo du vor den Laden stellen kannst und die machen dann Werbung für den Laden. Also wenn man so einen mit der Zeit äh, anstellen könnte, wäre das super. Also wenn es solche Leute zum Anstellen noch würde geben. Aber das gibt es momentan ja nicht. Momentan hast du ja nur Marketing, Auffüller, ähm, A little help. Hey, got a minute? so jetzt sind das Scheiße. Äh, danke. Hey. Das wäre echt cool, wenn man da jemand hinstellen könnte oder so eine Werbetafel hinstellen könnte, wo quasi den Leuten ein bisschen Auskunft geben würde über den Laden, damit man nicht jedes Mal rausspringen muss, weil das sind alles potenzielle Kunden. Das wären alles potenzielle Kunden. Aber es bleibt an der Manneskraft. Also ich meine, du hast ja auch die Möglichkeit, die Leute einzustellen, wo hinter der Kasse und Co. arbeiten. Und dann hast du ja auch die Zeit, um die Leute da draußen zu anzusprechen und reinzuholen. Aber du hast doch eigentlich als Chef auch noch andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Ladengestaltung, Einkauf und solche Sachen, um die du dich kümmern musst. Dann hast du nicht Zeit, die ganze Zeit draußen zu stehen und jeden abzufangen, der Infos zum Laden möchte. Es wäre halt schon nice, wenn das die Verkäufer würden machen oder wenn man einen würde anstellen können. Ich meine, Early Access lässt noch Optionen offen, die quasi das Spiel noch zum Entwickeln bringen könnte. Also ist ja nicht so, dass, ne, dass das nicht noch kommen könnte oder es ist ja nicht so, dass schon alles im Spiel drin ist. Das weiß ich ja. Das wären ja nur so kleine Inputs von meiner Seite, was man in dem Spiel noch implementieren könnte oder was noch cool wäre, wenn es drin wäre, aber das Spiel an und für sich ist jetzt schon hammergeil. Also, dass ich einfach nichts auf Lager habe. Aber das ändert sich ja hoffentlich. Ach nee, scheiße, ich habe ja noch Mitarbeiterkosten und so weiter.
Also mindestens 14.000 müsste ich einnehmen. On. 30 seconds. Sind doch beide da, ne? So. Send. So, die Michelle geht, der Robin bleibt. Robin ist auch eine Stunde später gekommen. Also nicht zu spät gekommen, sondern ich habe gesagt, er soll eine Stunde später kommen. Dafür darf die Michelle eine Stunde früher gehen. Ich meine, ja, ist recht schwierig zu sagen, ob ein Berater nicht reichen würde. Weiß ich jetzt nicht, ob das reichen würde, aber ich glaube eher nicht. Na, der konnte eigentlich noch fertig schauen, aber. Und ich weiß auch nicht, ob die letzte Stunde, die quasi anbricht, nach dem Feierabend ist, auch zählt oder eben nicht zählt. Äh, Ich glaube nicht, dass das reicht, abzüglich. Warte mal, die Bestellung könnte ich ja jetzt schon mal anschauen. 9.000. Komm, jetzt bestelle ich das Zeugs und dann bin ich jetzt zwar im Minus. Und das könnte mein Knickbruch sein. Also die Spiegelung ist ja schon gut und recht, ehrlich. Aber irgendwie. Ja, jetzt bin ich im Minus. Ja gut, nur mit 2.975 zwar. Aber ich bin im Minus. Aber dafür habe ich ein ganzes volles Lager. Also, das ist von 3 Tagen. Das. Nee, das nicht. Lohn zu nieder. Hallo? Echt jetzt? Äh, Schaukelt's noch? Ich habe so schon kein Geld. Jetzt wollt ihr auch mehr Lohn. Boah, hey. Ich habe nicht weniger. Du hast sowieso schon Mordslohn hier. Ja, Fachkräfte das kosten halt. So, du hast erstmal morgen frei. So, dann wollen wir mal. Ja, ups. Ja, so, dann die Zinsen. Level 10. Schuhe, die laufen verdammt gut. 23.500 haben wir. Und wir haben ein volles Lager. Heißt,
Dass man das nicht einfach abbrechen kann. Oder wie alles andere davonlaufen. Naja. Konntest du alles liefern? Ich hoffe. Ja, gut. So, alles auspacken. So. Ich komme. Guten Tag. Jetzt habe ich schon gemeint, wieso habe ich 2 Millionen Schulden? War nur 2000. Hä? Hey, got a second? Ja, kommt gleich. In 2 Minuten. Oh, scheiße. Oh, also Spiel raus. Oi. Du kriegst die hier. Sieht vielversprechend aus. Ja, ich weiß doch. Ich komm doch. Ist jetzt einer abgehauen? So, gleich sind die ersten Schulden raus. Also die Schuhe, die laufen ja wie blöd. Hey. Die Jeanshosen auch. Hier das gar nicht. Mensch, das muss schneller gehen, hey. So, wir sind im Plus. Hey, have a minute? Hey, can you help me? Also alles, was wir jetzt nicht brauchen können, ist Leute, die wütend davonlaufen. Thank you. Oh oh. Ich würde es echt toll finden, wenn man die Pausen von den Mitarbeitern entweder verkürzen könnte oder abbrechen könnte. Ja, natürlich auf Verlust von Moral und Energie und so weiter. Aber wenn man natürlich einen vollen Laden hätte und nur ein Mitarbeiter, weil man einfach das Geld nicht hat für mehr, dann wäre das doch eigentlich, ne, sehr hilfreich. So, großer Ansturm um 12, ja 11 bis 12, also um 11 eigentlich. Nicht mehr so viele Leute, die draußen rumstehen und Fragen stellen. Wir sind also langsam schon ein namhafter Laden geworden. So, aus dem Plus, aus dem Minus sind wir auch raus. Jetzt machen wir aber nicht Hochsprünge, sondern wir bleiben mal auf dem Niveau.
Und 10 ist gar keine schlechte Variante. Und da steht schon jemand, den wir... Wir können nämlich unsere Skills... Hoppalapala. Entschuldigung, aber ich habe hier drin was zu tun. So, Miete und Mitarbeiter sind draußen. Spare 2 seconds. So. Oh, was hast denn du alles gekauft? Hey? Wow. Hosen, Hosen, Hosen. Hey, So, also mit der Zeit hast du ja auch so einen Ruf, wo du gar keine Lust mehr hast, nach draußen zu gehen und die Leute anzusprechen. Aber trotzdem das ist trotzdem potenzielle Kundschaft, die einfach verloren geht, weil man einfach keine Zeit dafür hat. Drum wäre es nicht schlecht, wenn man jemanden anstellen könnte, der sich um das kümmert. Robin? Ja, weil Robin im Weg steht, kommen sie nicht an die Kasse ran. Zumindest ist es besser programmiert wie Markt Tycoon, den ich auch habe. Aber da gab es ja immer Probleme mit der Kasse. Und beim Markt Tycoon würde ich mir wünschen, wenn man da automatische Bestellungen abgeben könnte. Das heißt, ne, wie zum Beispiel, ja, du hast einen Mindestbestand vom Lager. Da du aber den Lagerbestand nicht siehst, kannst du quasi dem Auto dann sagen, na, wenn du Lagerbestand unter dem hast, sollst du einkaufen gehen. Das wäre eigentlich schön da drin. Wow, ein Schuh, die haben mir meine Schuhe, die haben die Schuhe weggekauft. Alter Schwede, werde ich noch ein halber Schuhladen oder was? Ja, ich komme doch. Oh, Laden ist zu. Geh nach Hause, Kollege. Essig. Also ich weiß ja nicht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, wenn man das Zeugs so dreht. 15.000. Ja, das lassen wir mal. 10.000. Da können wir jetzt wenigstens endlich mal die volle Bestellung ohne irgendwas zu reduzieren. Und jetzt haben wir noch 3.000 übrig. Und diese 3.000, die behalten wir und speichern einmal, damit wir gespeichert haben. Die behalten wir und gehen in in den nächsten Tag hinein. So, jetzt haben wir schon mal ein kleines Polster. Haben wir schon ein kleines Polster. Also muss das Büro eigentlich so weit weg sein.
Hallo Chef, ich bin auf dem Weg. Ja, das freut mich, Michael. Zum Glück müssen wir das im wirklichen Leben nicht machen, immer am Chef anzurufen und sagen, hey, ich bin unterwegs. Habe ich die Lieferung schon bekommen? Ich glaube ja. Oh, jetzt gerade. Gutes Timing. Also ich weiß nicht, ob er da auch irgendwie schneller wird mit der Erfahrung. Weil Erfahrung macht er ja schon. So, ich weiß nicht, wie viel das es macht beim Umstellen der Regale. Ich meine, im Laden hast du natürlich schon also die Chance, dass wenn du Umstellungen benimmst, eventuell die Verkaufszahlen von Produkten erhöhst. Das weiß ich halt nicht, ob das wirklich, ob das wirklich Auswirkungen hat. Weil ich könnte zum Beispiel diesen nach da vorne tun. Wir könnten die Game Merchants eigentlich hier neben das Lager legen. Da muss ich die Tassen woanders hinstellen. Aber das wird kein Problem sein. Ich komme. Mensch. Aktive Umbauarbeiten. Ja, ist ja gut. Ich dachte, ihr wollt noch nicht zahlen. Hey, got a second? Hm. Ich finde es ja gut, wenn ihr kommt zahlen, aber könntet ihr nicht mal schnell... Ja, kommt doch. Macht doch schon einen ganz anderen Einblick, wenn man hier steht, ne? Thank you. So,
So. Ich finde es ja gut, wenn der Rubel rollt. Aber lasst mich. Ich komme. So. Ich muss mal schauen, was für Schuhe das es gibt. Ja, das hier hinten gefällt mir noch nicht wirklich, aber das ist jetzt nur mal Performer gewesen, das hinzustellen, um mal hier Platz zu bekommen. Michel kommt schon. Thanks. So. Ja, ich komme. Thanks. Hey, So, also jetzt läuft der Rubel am letzten Tag. Am letzten Tag machen wir am meisten Umsatz, vor allem an Schuhen. Also das Spiel macht schon wirklich Fun oder Spaß. Das kann ich auch. Thank you. Wunderbar. $17.000. So. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über die Bemühungen. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wieder zu sehen. Oh, das ist ja so cool. Also, wenn man diesen Shop macht, da hast du 10 Tage Zeit. Und es ist so, in den 10 Tagen machst du ein Budget. Ja? Und das Budget, wo du da umsetzt, also den Gewinn, wo du am Schluss hast, den sagst du automatisch ein. Ne? Also das ist eigentlich geil. Da hast du nicht nur, oder? Nee. Haben wir jetzt, ich würde gerne mal die Bilanz sehen von dem. Habe ich jetzt die CC 17.000? Nee, 21.000 hatte ich gehabt. 22, nee, stimmt gar nicht. Schade eigentlich. Ich, es wäre jetzt cool gewesen, wenn wir jetzt das Budget, was wir am Schluss hätten, also gehabt haben, also diese 17.000, auf das Firmenkonto bekommen hätten.
Aber verdient so viel wie du kannst. Okay. Naja. Von hier sind wir hierhin gedüst. So. Amina, Altermarktstraße 8, Altermarkt 8. Da haben wir pro Tag 1000 und wir müssen 250 Artikel von La Fashion Nabel verkaufen und wir sollen ein Renommee von Bekannter bekomme einen Renommee von bekannter Name in Hemden. Was das auch immer soll heißen. Also wir müssen einfach den Rang bei den Hemden bekommen und bei den Hosen. Das heißt, das könnte wieder eine Zeit dauern. Ähm, wir können Mitarbeiter einstellen, wir können Geld leihen. Also das wird die nächste Herausforderung. Aber, liebe Freunde, jetzt bin ich 6 Stunden am Streamen. Und auch wenn ich in diesem Spiel nicht aufhören möchte, muss ich doch sagen, dass ich hiermit mich verabschiede beim Stream. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Spiel auch Spaß gemacht. Also ich feiere das Spiel umso mehr. Also ja, das ist wirklich ein Schatz, den ich da gefunden habe. Eine Empfehlung von Steam war's. Ich habe es mir angeschaut. War am Anfang sehr skeptisch. Dann habe ich mal auf YouTube geschaut. Habe ich mal reingeschaut. War ich am Anfang nicht so ganz begeistert, weil grafisch war es nicht so ein Hit. Gameplay-technisch, also Game-Stil-technisch ist es auch nicht so ein Hit. Ja, aber dann habe ich mal weitergeschaut und dann musste ich sagen, oh, Gameplay, Game Spaß, was du wirklich machen kannst. Das macht so viel Laune, das macht so viel Spaß. Da sagte ich zu mir, komm, ich muss das Geld aufbringen und ich muss es mir leisten. Und es ist ein Spiel von ein paar, wo ich sagen darf, dass es kein Spiel ist, wo ich je bereuen werde, es mir zuzulegen, weil in dem Spiel liegt so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten zu machen und das so den Drang, weiter und weiter und weiter zu kommen und größer zu werden, dass du eigentlich gar nicht aufhören willst. Und das Schöne an dem Spiel ist noch, es ist nicht so schwer wie manch ein anderes Strategiespiel. Und es macht, wie schon gesagt, macht extrem viel Spaß. Ja, also an der Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Hosten, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ich werde in nächster Zeit nochmal können streamen. Das hängt immer davon ab, wie ich arbeite und wie ich Lust drauf habe, denn bei mir ist es eine Lustsache, aber das kriegen wir hin. Und ich sollte nicht zu nah zu der Webcam, dann würde man mich ja auch richtig sehen. Okay, nein, danke und tschüss, ciao und man sieht sich und bleibt zu Hause, denn nur so kann die Epidemie minimiert werden, aber komplett gelöst werden kann sie nur, wenn ein Impfstoff da ist. Ja, an der Stelle Kopf hoch, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.